This is Beyond Code. Hi, hallo und herzlich willkommen zu Beyond Code, dem Interview-Podcast mit den Machern und Experten aus der Tech-Szene. Mein Name ist Felix Becker. Schön, dass du wieder da bist. Heute starten wir absolut durch mit den Trendthemen aus der Szene. Wir sprechen über KI, wir sprechen über Virtual Reality, Augmented Reality. Wir schauen uns das Thema Robotics an und finden heraus, was Embodied AI ist. Wir machen einen kurzen Schwenker zum Thema Quantencomputing und noch viel mehr. Dafür habe ich einen absoluten Experten in dem Bereich heute zu Gast, René Schulte. René ist Head of 3D und AI Practices bei Reply. Darüber hinaus ist er ein 16-facher MVP bei Microsoft. Er ist ein Regional Director von Microsoft. Er ist Global Advisory Board Member von der VR&R Association und im Advisory Board ein Member der XR Bootcamp. René, diese Liste geht mit Sicherheit noch ohne Ende weiter, aber jetzt wollen wir starten. Herzlich willkommen zu Beyond Code. Schön, dass du da bist. Ja, danke, dass ich hier sein darf, Felix. Die ganzen Awards, wen kümmert's einfach? Lass uns ein gutes Gespräch führen. Und 16-facher MVP, vielleicht korrekt stellen, also 16 Jahre in Folge, ja. Ich habe 2 MVP in Azure AI Plattform, aber nicht 16 MVP-Titel gleichzeitig, ja. Also nicht, dass jemand falsch versteht, aber ist egal, ja. Hauptsache ein bisschen in der Community aktiv sein. Aber lass uns ein bisschen über die AI-Trends schwatzen. Alles klar, danke für die Klarstellung. Wir starten gleich mit der obligatorischen Frage. Wann hast du denn eigentlich zum letzten Mal Code geschrieben und was für ein Code war das? Ja, das war vielleicht vor 3-4 Tagen oder sowas und das war Python-Code. Viel davon habe ich gar nicht selber geschrieben. Natürlich nutzen wir entsprechende Tools heutzutage und ich habe einfach mal GPT-5 auch ein bisschen getestet und habe mir faktisch einen Deep Research Agenten mit Azure AI Foundry gebaut, der jetzt für mich so R&D-Reports faktisch erstellt zu bestimmten Themen. Und das ist eigentlich eine ganz coole Sache, weil dieses OpenAI O3-Modell ist das Deep Research da. Das kannst du gar nicht direkt nutzen, wenn du das über Azure OpenAI Services nutzt, sondern das ist wie ein Tool für einen Agenten. Das heißt, du musst einen Agenten bauen. Ja, und da entsprechend dann musst du das natürlich mit Python-Code ansteuern. Entsprechend kommt dann, ja, das läuft so 5 bis 10 Minuten, kommt drauf an, ne? Und dann kriegst du so einen schönen Research-Report raus. Es ist ganz nette Sache, ist aber auch nicht ganz billig, ne? Kostet so 5 bis 10 Euro pro Run ungefähr. Ne? Der frisst da richtig viel Tokens. Aber die Qualität ist wirklich gut, muss ich sagen. Also das ist wie eine Webrecherche, bloß halt, dass du die halt automatisiert laufen lassen kannst. Ne? Ja, Research und Steroids, super spannend. Was auch sehr interessant ist, dass du nicht nur trockene Research machst, sondern du wendest es auch gleich an im Code selbst, bist dort aktiv. Richtig gut. Wie bist du denn eigentlich zur Technologie gekommen? Was waren so deine ersten Schritte? Wie hat es dich dahin gebracht, dass du jetzt codest und das Thema Virtual Reality, AI und das alles deine Hauptthemen sind? Ja, also ich fange jetzt mal beim Kindergarten an. Nee, lass mir das mal weg. Aber kurz darauf, ja, Anfang der 90er war so meine Phase, wo ich so angefangen habe. Commodore Amiga war das, was irgendwie hatten wir einen Amiga 500. Meine Eltern hatten einen Amiga 500 gekauft und damit habe ich angefangen und da war ich dann gehuckt sozusagen, was das ganze Thema Computing angeht. Habe damals noch wenig programmiert, eher das so genutzt. Ein paar Sachen haben wir schon programmiert, muss man jetzt nicht im Detail drauf eingehen, was man da gemacht hat. Aber ja, war ganz cool. Genau, damit habe ich so angefangen. Das hat mich so den Virus vielleicht injiziert, wenn du so willst. Und danach, faktisch, habe ich dann studiert, ne, Medieninformatik studiert und da habe ich mich immer fokussiert, so ein bisschen auf Realtime 3D, die ganzen Sachen, auch physikalische Simulation, alles sowas, ne? Irgendwo, wo was Cooles passiert, war bunte Sachen, ja, nicht nur einfach eine Datenbank oder so, sondern wirklich auch Interaktion, UX hast, aber halt auch dann so, sage ich mal, so Bleeding Edge Technology, so, ne? Realtime 3D war ja zu der Zeit damals noch, ne, gab es so DirectX, gab es dann schon und da musstest du wirklich auch viel C++ noch programmieren, solche Sachen. War noch ein bisschen mehr zu tun als jetzt, wo du schön Unity hast und sowas, ne? Wo du dann mit Unity oder Unreal dann entsprechend solche Engines hast, wo du schönes Tooling dazu hast. Aber genau, so bin ich dazu gekommen und wie gesagt, habe dann studiert und habe dann für verschiedene Firmen gearbeitet. Aktuell bin ich bei Reply, wie du gesagt hast, und leite dort verschiedene Innovationsteams zu ja, verschiedensten Themen, die du auch genannt hast, also AI, Realtime 3D und so weiter. Und ja, macht halt super Spaß, einfach da immer an der
sage ich mal, so an den Bleeding Edge Themen dran zu sein, an den sogenannten Emerging Technologies. Ja, das ist immer so ein Fokus von mir, diese Innovationsthemen. Ja. Ja, Bleeding Edge hat auch immer ein bisschen was mit Schmerz zu tun und Blut. Mhm. Spürst du das auch bei den Emerging Technologies öfters? Ja, ne, klar, ganz klar. Ist eine super Frage. Ich sage auch immer, es heißt auch nicht Bleeding Edge umsonst. Ne? Das heißt halt, weil man auch bleedet on the edge sozusagen. Und das ist wirklich so ab und zu, das geht aktuell, ist es weniger, aber es war früher halt immer noch krasser. Wir haben zum Beispiel auch Xbox 360 Apps entwickelt. Ja, das war Silverlight Stack damals. Da hatten die so einen Silverlight Stack gebaut, so ein Custom Stacks für Xbox 360 Development. Ja, versuch da mal was online zu finden, wie du das programmierst, ja. Also da ist dann schwierig. Da findest du auch nicht mit Stack Overflow oder auch die Sprachmodelle haben einfach nicht viel Daten dazu drinne. Deswegen musst du dann halt auch immer viel ja, selber einfach ausprobieren. Und es sind natürlich auch immer buggy Code dabei und ja, ist halt, das gehört dazu, ne? Aber das ist irgendwie auch ein bisschen spaßig, finde ich. Ja, das macht es auch spannend. Gell? Also nicht nur klassische Line-of-Business-Applikationen, sondern auch wirklich mal dort hinzugehen, wo neue Ufer zu erforschen sind. Wir haben eingangs hast du schon erzählt, du beschäftigst dich sehr viel mit AI. Kannst du uns vielleicht kurz abholen? Was sind so die Trends 2025, die du im Umfeld AI so siehst aktuell? Ja, absolut. Gibt es eine ganze Reihe von Trends. Natürlich müssen wir sagen, ein großer Trend sind die kleinen Sprachmodelle. Ne? Die werden auch häufig offene Modelle genannt oder Open LLMs oder Open Source Models. Da würde ich direkt erstmal sagen, stimmt nicht, weil warum werden die als Open Source Modelle bezeichnet, wenn ich überhaupt nicht den Quellcode habe? Ja, das ist irgendwie ein bisschen seltsam, aber gut, sei es drum. Aber wir haben Modelle zum Beispiel vom Paul Allen Institute in Seattle, die sind wirklich Open Source. Die veröffentlichen halt nicht nur das trainierte neuronale Netz, also das ist ja ein Binary Blob im Endeffekt. Ja? Du hast irgendwelche Matrizenwerte, also irgendwelche numerischen Werte und das ist dann dein offenes Modell. Ja? Das kriegst du von Meta, von Llama und verschiedenen anderen Modellen, kriegst du einfach dein Open Weight Modell. Das ist eigentlich, was es ist. Ne? Du kriegst die Gewichte und du kriegst ein trainiertes neuronales Netz. Also zum Beispiel Paul Allen Institute mit dem Molmo-Modellen, die veröffentlichen die Trainingsdaten und den Code. Also die sind wirklich Open Source. Ne? Und da muss man auch immer gut aufpassen mit den Lizenzen. Meta-Llama beispielsweise, kommerzielle Nutzung, das sind so Speziallizenzen auch teilweise. Also muss man ein bisschen aufpassen, aber dennoch sind das natürlich Trends, ganz großer Trend sind die kleinen Sprachmodelle. Ja, und es ist immer so, du hast halt diese großen Foundational Models, ne, von OpenAI mit GPT oder Google Gemini oder Anthropic Claude und noch ein paar andere dabei. Und die pushen natürlich immer so ein bisschen die Leistungsfähigkeit immer weiter. Und dann kommen kleine Modelle, die halt wirklich nur einen Bruchteil der Größe haben. Und die holen dann immer so ein paar Monate später auf und kommen dann in Benchmark auf relativ krass immer nah ran dann irgendwann. GPT hat ja auch dieses OSS veröffentlicht, verschiedene andere. Und das Schöne ist halt, du kannst die teilweise auch, wenn die klein genug sind, lokal ausführen auf deinem Rechner. Und das ist natürlich auch ein großer Vorteil, wenn wir jetzt immer über Data Sovereignty und solche Themen reden, dass man das lokal faktisch nicht nur auf einem Rechner, sondern du kannst es auch faktisch in deinem eigenen Server laufen lassen, ohne dass du jetzt unbedingt das in der Cloud hosten musst. Ne? Das ist natürlich auch eine Kostenfrage, muss man bestimmte Dinge beachten, aber du hast auch mehr Kontrolle bei den kleinen Sprachmodellen. Ne? Also das ist ein großer Faktor und natürlich der nächste Trend, ganz klar, Agentensysteme, ne? Dass ich sage, ich nutze nicht nur ein so ein Modell, sondern mehrere davon, baue mir so ein Multi-Agentensystem beispielsweise und da kann ich natürlich mit so einen kleineren Sprachmodellen auch viel bewerkstelligen und gerade was der Kostenpunkt angeht, muss man natürlich auch da ein Auge drauf haben. Ne? So, das sind so ein paar Trends und natürlich Multimodalität. Das heißt, die Modelle verstehen immer mehr Datentypen und können auch immer mehr Datentypen generieren. Das heißt, ganz klar, Beispiel ChatGPT mit GPT Vision. Ich weiß gar nicht, wann sie es eingeführt haben. Ich glaube mit 3.5 oder 4 oder irgend sowas. Da kam dann so GPT Vision. Kann man dann halt faktisch ein Bild hochladen und eine Frage dazu stellen im Prompt und dann beschreibt er das. Das sind dann solche Vision Transformer Modelle, die das dann halt implementieren. Damit hat es angefangen, es können mittlerweile eigentlich alle Modelle, auch die kleinen Modelle gibt es welche, die so eine Vision-Funktionalität haben. Und das ist aber bloß zwei Modalitäten, ja, Text und Bild. Jetzt stell dir vor, du nimmst noch Video dazu, du nimmst noch 3D-Daten dazu. Es gibt auch Forschung an der, ich glaube, ETH oder ich weiß nicht, ob es ETH Zürich ist oder die in Lausanne, es kann auch sein. Also nicht mich jetzt, wenn es jemand hört, der an den Unis studiert, nicht mich jetzt hauen, wenn ich das irgendwie durcheinander bringe. Aber es gibt dann ein Modell, das hat, glaube ich, 24 Modalitäten, was das unterstützt, was sie da entwickeln.
Und da sind zum Beispiel dann auch Sensordaten dabei, ne? Das ist zum Beispiel Spektralinformation Information oder Tiefendaten, ne? Von so einer RGBD-Kamera noch mit reingeben kann. Das ist nicht nur die Farbinformation, sondern auch die Tiefeninformation, ne? Dass ich die ganzen Modalitäten mit in so ein Modell geben kann und es kann damit was anfangen. Und dann auf der Ausgabeseite natürlich auch verschiedene Modalitäten erzeugen, ne? Nicht nur Bilder erzeugen, sondern auch Videos beispielsweise und so weiter und so fort. Und da gibt es natürlich auch viel Fortschritt. Denn da ist wirklich, wo noch die große Schwelle ist, im Vergleich zu Menschen. Ja, Menschen sind immer noch besser vor allen Dingen im Verarbeiten von solchen multimodalen Daten, ja, also die ganzen Sensordaten. Ja, wir haben ja viele Sensoren auch selber als Menschen, ne, die ganzen Sinne, die wir haben. Und die können wir natürlich auch multimodal verarbeiten als Menschen in unserem Gehirn. Und da sind natürlich die Modelle noch nicht so weit, was das angeht. Aber in bestimmten Benchmarks, zum Beispiel Text erstellen oder ja, Bilderkennung zum Beispiel für, sagen wir mal, Melanome oder sowas, ne, Hautkrebs und sowas, da sind die Modelle besser schon als Menschen mittlerweile. Also für bestimmte spezifische Anwendungsfelder. Aber so dieses generische, multimodale, da ist so die große Barriere noch, wo Menschen deutlich besser sind. Ne? Ja, super spannend. Bist du eigentlich eher in dem Team, viele verschiedene kleine Modelle, so die Unix-Philosophie, ein spezialisiertes Modell und die dann zu orchestrieren? Oder sagst du eher, du gehst eher auf die großen Modelle, die dann halt multimodal arbeiten? In welchem Lager bist du oder kommt es für dich auf den Use Case an? Ja, also absolut, du hast gerade gesagt, kommt immer auf den Use Case an. Ich bin natürlich ein großer Freund von den kleinen Modellen, zumal weil ich einfach mehr Kontrolle darüber habe. Die sind halt dann doch ein bisschen offener, als das angeht. Und ich kann natürlich auch, wie gesagt, das lokal tunen noch. Ich kann das noch feintunen, kann es noch spezifischer für meine Anwendungsfälle anpassen. Das ist sehr gut, finde ich. Auf der anderen Seite hast du natürlich immer die großen Breakthroughs mit den großen Foundational-Modellen. Ne? Da kommen dann immer die neuen tollen Features. Deswegen hängt vom Anwendungsfall ab, was willst du machen, wie ist deine Umgebung, wie ist auch deine ganze, gerade das Thema Data Sovereignty, ja, wie willst du jetzt Abhängigkeiten gestalten und so weiter. Das ist ja heute in einer geopolitischen Situation immer eine ganz große Frage auch, die sich dann stellt. Und von daher hängt vom Anwendungsfall ab, aber prinzipiell bin ich großer Freund von den kleinen Modellen, ganz klar, ne, dass du dann halt mehrere davon orchestriert hast. Können wir ja auch nochmal drüber reden, wie das so gestaltet wird, ne, wie das mit den Agenten zusammenhängt, weil es wird auch so ein bisschen immer, ja, für den einen ist der Agenten das, für den anderen ist der Agenten wieder das. Das ist also ein bisschen schwammig heutzutage, aber es gibt da schon ein paar klare Punkte eigentlich. Ne? Ja, kommen wir gleich dazu. Vorher nochmal, du hast von den multimodalen Modellen gesprochen. Im Vorgespräch hast du gesagt, es gibt da noch eine andere Sache, die heißt diese Joint Embeddings. Was ist denn der Unterschied oder was sind Joint Embeddings und wozu und wie nutze ich sie? Ja. Wenn du dir dieses GPT-4o-Modell beispielsweise anguckst, das hat zum Beispiel Joint Embeddings für Audio-Token und für Image-Token und Text-Token. Was das bedeutet ist, diese Modelle funktionieren ja mit sogenannten Embeddings. Das heißt, dein Text, ne, der wird ja faktisch, wenn du da Text eingibst, dann wird es ja zerbrochen in Tokens. Ja, man könnte sagen Silben. Ne, es ist nicht immer eine Silbe exakt, also wird in so kleine Bausteine zerhackt sozusagen. Das ist Token. Und dann gibt es jetzt Text-Token beispielsweise. Ne? Ich nehme Text, trainiere das mit diesen Text-Tokens. Wenn ich auch Joint Embeddings mache, heißt, ich habe nicht nur einen Text-Token, sondern habe dazu noch das passende Audioschnipsel und vielleicht noch das passende Bildschnipsel. Ja? Und das kann ich dann, diese dann faktisch join sozusagen in einem Embedding und damit trainiere ich dann mein Modell. Das heißt, das hat dann ein Verständnis nicht nur von dem Text, sondern auch, wie dann zum Beispiel der Zusammenhang ist von der Phonetik. Ne? Wie klingt das beispielsweise? Und das ist auf der Ausgabeseite dann auch. Ne? Das merkt man, wenn man zum Beispiel, bleiben wir mal beim ChatGPT mit dem 4o. Wie gesagt, die anderen, ne, ich will jetzt hier niemanden bevorzugen, aber wenn ihr Gemini, Anthropic und wie sie alle heißen, die haben alle ähnliche Dinge schon mittlerweile. Aber was die halt dann können, ist dann in Echtzeit auch Sprachverarbeitung. Ne? Das GPT-4o, wenn man vielleicht die ChatGPT-App hat, da gibt es ja dann dieses Real-Time Voice Conversation, was sie dann auch ja schon vor vielen Monaten mittlerweile eingeführt haben. Und das funktioniert halt nur, wenn ich diese Joint Embeddings habe, weil das halt wirklich dann in Echtzeit auch die Tokens produzieren kann und ausgeben kann. Ne? Und da sieht man dann den Vergleich zu anderen ja, Modellgruppen oder Systemen im Endeffekt, wo die mehrere dedizierte kleine Modelle haben, oder nicht unbedingt kleine, können auch schon große Foundation-Modelle sein und die dann sozusagen verketten, ne, so ein Chain of Models. Und das gibt es zum Beispiel, da könnte ich, sag mal, ich mache eine Kette mit einem Modell 1, was eine Vision hat, da gebe ich ein Bild rein und das erkennt mir und beschreibt mir alles, was in dem Bild ist. Sagen wir mal, ist eine Szene, wo ein Vogel
im Wald sitzt und am Fluss Wasser trinkt oder irgend sowas. Und das wird mir beschrieben textuell und das kann ich dann in ein anderes Modell reingeben. Zum Beispiel gibt es ein Audio-LDM-Modell und das erzeugt mir dann aus einer textuellen Beschreibung den Audio. Ne? Und da kann ich faktisch sagen, gib mir mal Bild zu Audio. Ja, da kriege ich dann faktisch höre ich dann den Vogel zwitschern und wie da Wasser plätschert und so weiter. Und das sind aber 2 Modelle verkettet. Und das ist kein Joint Embedding. Ja, das sind faktisch 2 verschiedene Modelle. Ich nutze die Ausgabe des einen als Eingabe für das andere, ne, für die Audiogenerierung. Und wie gesagt, bei Joint Embeddings ist es so, dass ich das alles in einem Modell habe und dadurch ist die Qualität besser und auch vor allen Dingen die Latenz ist deutlich besser. Ne? Und wie gesagt, wenn man das 4-Ohr-Modell mit Realtime Audio benutzt auf seinem Telefon, da gibt es ja auch noch das Realtime Vision, ja, dass du noch die Kamera öffnest, da hat dann in Echtzeit so Video, die machen im Endeffekt auch Screenshots. Ja, das ist nicht die ganze Zeit Video live. Aber das funktioniert halt auch nur in der Geschwindigkeit, weil, wie gesagt, weil die diese Joint-Embeddings nutzen. Und dahin geht es natürlich. Ne? Und deswegen werden teilweise die Modelle auch größer und schwieriger zu trainieren. Aber das kommt halt näher dran an dieses komplexere Verständnis, wenn du so willst. Also ganz klar ist es der Geschwindigkeitsvorteil, den wir haben und wahrscheinlich auch eine höhere Qualität irgendwann, aber Ja. nichts für uns als Entwickler jetzt zum Nutzen, sondern das machen die großen Modelle, die viele Daten haben, die viel Rechenleistung haben, um die großen Modelle noch größer und noch besser zu machen. Ja. Es gibt da natürlich auch die kleineren Modelle, die multimodal sind, ne? Qwen von Alibaba und es gibt viele andere mittlerweile und da gibt es auch dann bestimmte Spezialisierungen. Also wie gesagt, ne, die Small Models, die holen so immer ein bisschen auf, wenn du so willst. Ne? Mhm. Ja, spannend. Du hattest Agents schon mal kurz angesprochen. Sind Agents nur Workflows on Steroids? Du hast gesagt, da gibt es so ein paar Sachen, die man oft verwechselt, aber dann gibt es noch eine klare Definition. Klär uns doch bitte auf, wie es mit den Agents so aussieht und wie die richtige Herangehensweise bei Agents ist. Ja, absolut. Ja, dieses ganze Agentic AI, also diese große Buzz und diese großen Wörter, die da faktisch überall benutzt werden und ja, 2025 Agentic Transformation und überall hört man das. Aber von was reden wir eigentlich? Ja, das ist immer so die Frage. Und zwar kann man das vielleicht so aufschlüsseln, ja. Als erstes hast du einen Assistenten, dann hast du Agenten und dann hast du Multi-Agenten-Systeme. Und das fängt, wie gesagt, mit dem Assistenten an. Und es ist zum Beispiel, wie gesagt, beim OpenAI, bei den GPTs oder bei Microsoft die Co-Piloten. Ne, du kannst faktisch deinem Assistenten gewisse Instruktionen geben. Ja, du bist jetzt ein Assistent, der das und das kann. Und da hast du dann den Chat-Interface und dann kannst du dich damit unterhalten. Aber da ist keine die sind nicht autonom. Ne? Die handeln faktisch, ist wie eine Konversation. Ja, das ist ein Assistent. Wie gesagt, kannst du nochmal spezifisch definieren mit solchen Instructions, ne, auf was das sich spezifizieren soll. Aber hier ist halt keine Autonomität. Also die sind halt wirklich Eingabe, Ausgabe sozusagen. Wenn wir jetzt Agenten betrachten, dann ist es so, ich gebe halt da schon ein bisschen mehr an Kontrolle ab an den Agenten, sodass sie dann autonom bestimmte Aufgaben erfüllen können. Ja? Und das könnte zum Beispiel sein, ne, was ich erzählt habe mit diesem Research Agent, den ich jetzt gebaut habe, ne, den gebe ich so grobes Ziel vor und dann arbeitet dieser Agent völlig autonom und iteriert dann auch teilweise mehrfach und kann auch externe Tools nutzen. Jetzt in dem Fall beispielsweise mit dem Research Agent nutzt er dann Web Search, ne? Also kann dann auch External Tool Calling machen, kann auch vielleicht andere APIs anbinden und die dann mit benutzen. Da spielt auch dieses ganze MCP und A2A eine ganz große Rolle, ne, dass ich so Schnittstellen habe. Diese MCP sind im Endeffekt Interfaces, die Applikationen anbieten können, damit dann solche Modelle damit interagieren können, autonom, ja. Oder verschiedene andere. Also das ist so ein Agent faktisch, ein Single Agent sozusagen, ja. Und die sind halt, das ist der große Unterschied zu Workflows, weil du das angesprochen hast, die sind natürlich auch, wir reden hier von probabilistischen Modellen, ja, also die ganzen AI-Sachen sind ja nicht deterministisch immer, ja. Also da kommt immer mal ein bisschen was anderes raus. Es kommt auch darauf an, was du für ein Random Seed nimmst, um einzusteigen in das Modell. Ja, da ist nicht immer exakt. Das kannst du natürlich weiter eingrenzen, ne, im Endeffekt, wenn du so ein Grounding nutzt. Und das wird immer besser und die Halluzinationen gehen auch massiv zurück, wenn man sich die letzten Benchmarks so anguckt. Das wird auch immer besser, aber dennoch sind es probabilistische Modelle. Das ist ganz wichtig. Ja. Und dann kann ich nicht nur einen Agenten nehmen, sondern mehrere Agenten. Das sind dann solche Multi-Agenten-Systeme. Und da kann ich zum Beispiel diesen Agenten verschiedene Rollen geben. Die können dann auch, jeder Agent kann dann ein spezifisches Modell nutzen. Ja, und wenn man jetzt sage, wir bleiben mal in der Softwareentwicklung,
Multi-Agenten-System für eine komplette Softwareentwicklung. Da könnte ich zum Beispiel sagen, ein Agent ist der Coder sozusagen, der implementiert. Der andere Agent ist zum Beispiel einer, der die Kundenanforderungen in Requirements übersetzt oder sowas. Und dann hast du noch einen für Q&A und dann hast du vielleicht noch einen Projektmanagement, der dann immer guckt, ob die Tickets alle getrackt sind und was auch immer. Ja, da könntest du so faktisch so diese Rollen abbilden als verschiedene autonome Agenten, die dann aber meistens gibt es da noch einen zentralen Agenten, der das dann so alles ein bisschen steuert. Und da ist dann auch der Mensch natürlich auch mit beteiligt. Ja. Aber du hörst schon, umso mehr ich von diesen Agenten nutze, umso mehr ich den Aufgaben abgebe, umso höher wird natürlich die Komplexität, aber auf der anderen Seite umso geringer wird der menschliche Aufwand, den ich betreiben muss. Und das ist natürlich dann auch so die verschiedenen Ebenen von die verschiedenen Levels der Autonomität, wenn du so willst. Ja, also zuerst der Mensch, dann der Mensch mit Agenten, dann haben wir Agenten mit Menschen und dann irgendwann mal wird es Agent First with Human Oversight. Ne? Das ist dann wirklich die Agenten machen und du guckst ab und zu mal, ob das so in dem richtigen Bereich läuft. Ne? Ja, super spannend. Was für mich in der Praxis oft ist, wenn ich jetzt solche Agentic IDEs habe zum Beispiel, da gibt es ja einige, die das Thema jetzt schon aufgreifen oder vielleicht simulieren, wie auch immer. Auf jeden Fall, wenn man merkt, da sind mehrere Rollen, die einfach loslaufen und dann arbeiten die und machen und irgendwann erkennt man, da stimmt was nicht. Und meistens, wenn man dann wieder zurück will, dann verwurschtelt man sich. Ich sage dann immer so, es ist genauso mit der KI zu diskutieren wie mit der Frau. Du kannst dann nur noch verlieren und fängst dann am besten wieder 3 Schritte von hinten an. Also Stichwort Human in the Loop, wie machst du das denn in der Praxis? Also wenn die dann so alle loslaufen, also ich habe mir jetzt angewöhnt, denen so einen Plan mitzugeben mit einzelnen Schritten, sag mal hier, stopp nach dem Schritt und zeig mir das. Also wie sind denn deine Empfehlungen? Weil meine Einschätzung oder meine persönliche Geschichte ist dort, wenn die zu viel auf einmal machen, wird es dann meistens nichts werden. Wie siehst du das oder mache ich das einfach nur falsch? Nee, ist ein guter Punkt und man muss ganz klar sagen, da ist auch massiver Hype in dem Thema drin. Ja, da ist auch ein bisschen Overhype, muss ich ganz klar sagen. Also gerade wenn man das immer hört, jetzt immer überall irgendwelche Marketing-Buzzwords, ja, Agentic und überall und dies und das und ja, die Agenten, die werden dann die ganzen Softwareentwickler ablösen und so weiter. Ja, Pustekuchen, also sehe ich überhaupt nicht so. Sehe ich einen ziemlichen Overhype drin, gerade weil genau was du sagst, ja, wenn man sich mal damit befasst und wirklich was damit macht, dann kommt man halt häufig an den Punkt, wo dann halt irgendwelcher Quatsch passiert. Wie kann man damit am besten umgehen? Wie du sagst, solche Checkpoints, ne, dass man sagt, okay, mach mal nicht ganz so viel, gib mir mal immer einen Checkpoint, alle paar Schritte raus. Finde ich ganz gut gelöst, was GitHub da mit dem Coding Copilot Agent gemacht hat. Ne, da kommt dann auch manchmal zu dir zurück, sozusagen für dich als Mensch und fragt dich dann, wie er vielleicht weitermachen soll. Das fand ich eigentlich eine ganz gute Lösung. Oder andere, man kann ja auch zum Beispiel so von so Agenten zum Beispiel auch komplett jetzt Browser bedienen lassen. Ne? Dieses Computer Use Agent nennen die sich, CUAs, wenn es mal jemand schon gehört hat. Gibt es auch in ChatGPT, die nennt es dort den Agent Mode, ja. Dann hast du Perplexity hat diesen Comet Browser entwickelt. Dann gibt es jetzt ein Open Source Projekt, das nennt sich CUA, Open CUA oder sowas, genau. Was die machen im Endeffekt, da bedient dann so ein Agent visuell zum Beispiel eine Website, ja, und bedient dann die Website für dich. Und die kommt dann zum Beispiel auch zurück, wenn dann eine Stufe ist, muss die irgendwo einloggen, ja, dann kommen die dann zu dem Nutzer, hey, log dich mal ein und dann gibst du die Kontrolle wieder zurück. Aber um nochmal zu dem Human-in-the-Loop-Thema zu kommen, was halt wirklich ganz wichtig ist, essentiell, dass der Mensch immer noch die Entscheidungen trifft, weil es dann dennoch ab und zu mal Halluzinationen gibt und natürlich, wie ich schon sagte, nicht deterministische Modelle kann halt auch mal irgendwas Komisches bei rumkommen. Deswegen ist immer wichtig, dass man dann immer noch mal eine Kontrolle hat. Anderes Beispiel, was wir bei Reply beispielsweise für Kunden entwickelt haben, ist so ein Multi-Agentensystem im Bereich von Engineering zu diesem V-Cycle. Ne? Ich weiß nicht, ob den kennst, so diesen Validation Cycle. Der wird halt auch im Automotive benutzt, wo du dann sagst, ich muss für jede Komponente, die ich implementiere, muss ich eine Validierung haben auf der anderen Seite. Und da haben wir faktisch Agenten dafür erstellt, ja. Und die machen dann zum Beispiel eine Analyse von den Tests oder von der Simulation, wenn ich jetzt eine Autosimulation habe. Ne, gibt es da verschiedenste Agenten oder einer, der sich nur die Log-Files anguckt und die analysiert. Und die aggregieren dann faktisch ihre Ergebnisse. Das geht dann nochmal an so einen Supervisor-Agent, der das dann nochmal ein bisschen aufbereitet und dann geht es an den Menschen und erst der macht dann den Haken. Ist ja auch immer eine Frage, was rechtlich angeht, ja, im Endeffekt. Für viele Prozesse
kannst du das ja gar nicht rechtssicher dann komplett abdecken lassen, ja, dass du dann das komplett autonom machen lässt. Hätte ich auch meine Bauchschmerzen mit, zumal bei der aktuellen, wie gesagt, diese immer noch probabilistischen Modelle, und das werden die auch immer bleiben, ne? Das ist einfach die Grundstruktur von so einem Transformer-Modell. Das ist die Architektur, die dahinter hängt von solchen Sprachmodellen. Ist einfach so, ne? Das wird sich nicht ändern. Deswegen Human in the Loop, ganz wichtig. Und wie du schon sagst, immer schön Checkpoints einbauen, dass ich auch immer zurückgehen kann. Finde ich ganz cool, wie es zum Beispiel Replit gelöst hat. Ne? Ist auch so eine Vibe-Coding-Plattform. Die machen dann immer automatisiert so Checkpoints. Und dann kannst du dann sagen, wenn dann doch mal was falsch gegangen ist, okay, geh mal zu dem Checkpoint zurück. Hängt auch oftmals am Kontext-Window von den ganzen großen Modellen. Ne? Also wenn du dann ein großes Kontext-Window hast von so einem Modell, wie zum Beispiel, ich glaube, Anthropic hat es jetzt erhöht, auch auf 1 Million. Gemini hat auch 1 Million Tokens als Eingabe. Da kannst du schon richtig viel Code abdecken. Und du musst ja immer vorstellen, jedes Mal, wenn du eine Konversation führst, und umso länger die wird, das musst du ja alles im Kontext behalten. Ja, und das hatte ich jetzt letztens auch, wo ich mit GPT-5 dieses Coding gemacht habe. Ich glaube, die haben 128K, also nicht festnageln auf der Zahl, aber die haben keine Million Kontext-Window. Und irgendwann habe ich gemerkt, der hat vergessen, was er am Anfang gemacht hat. Ja, da bin ich dann irgendwann an die Grenze des Kontext-Windows gekommen. Das muss man halt auch immer ein bisschen im Kopf behalten. Wichtig ist halt auch, dass man versteht, wie die Dinger funktionieren. Ne? Ja, ich glaube, das ist entscheidend. Die Modelle im Detail verstehen, wie sie ticken, aber auch das Denken in Wahrscheinlichkeiten, das ist ja auch was bei uns irgendwie nicht so gebräuchlich ist. Also Leute spielen Lotto, obwohl die Wahrscheinlichkeit in die Millionen gehört, aber haben zum Beispiel Angst davor, ein Investment zu tätigen, was eine 70% Gewinnchance hat. Also Ja. da sind wir Menschen so ein bisschen, müssen wir uns dran gewöhnen, aber ich glaube, das ist ein wichtiger Skillset, den wir aufbauen müssen. Du hast eben schon ein paar Mal das Wort Supervisor erwähnt in dem Agententhema. Geht das dann schon in die Richtung Agent Society und Agent Swarms oder ist das nochmal was anderes? Das ist nochmal was anderes. Das ist deine Implementierung, das kann ich halt auch jedem nur empfehlen, oder das ist so ein Pattern, was sich so ein bisschen etabliert, dass man sagt, okay, ne, hat ja auch das Beispiel gebracht mit Softwareentwicklung, dass du so Multi-Agenten-Systeme hast. Ne, du hast halt die verschiedenen Rollen, jeder Agent hat eine Rolle. Und dann gibt es so den Boss-Agenten, wenn du so willst, oder den Team-Lead-Agenten, und der orchestriert das so ein bisschen. Ne? Wir sagen entweder Supervisor-Agent oder auch gerade im Bereich von Robotics sind es dann der Orchestration-Agent, der das alles so ein bisschen orchestriert. Ne? Der faktisch so der Dirigent oder so, kannst du auch nennen. Ne? Agent Smith von Matrix Ja, quasi. Agent Smith, der Super Agent, genau, ja. Ja, genau, das ist eine coole Analogie. Genau, nee, und das ist einfach ein gutes Pattern, ne, dass du das ein bisschen steuern kannst und dass dann der faktisch die Ausgaben mit dir validiert, ne, dass du dann immer das anschaust davon und dann entsprechend Feedback gibst. Das ist schon, denke ich, ein guter Ansatz, den man da machen kann, ne, dass man sagt, okay, ich habe so einen Supervisor oder so einen zentralen Agent, so. Ne, und Und ja. diese Agent Societies, ist das jetzt Skynet? Ist das was man ausprobieren sollte oder ist das eher was nur Tokens verbrennt? Hast du damit schon mal gearbeitet aktuell? Wie ist denn da deine Einschätzung und was ist das überhaupt? Ja, also diese ganze Thematik, ne, Agent Society und Multi-Agenten-Systeme, wir müssen uns ja überlegen, wir werden dann irgendwann faktisch hinkommen, dass wir so eine Art Agent, also wir haben ja zum einen, was wir jetzt schon haben, ist die ganzen Hyperscaler, ja, eine Microsoft, eine Google und eine Amazon und wie sie alle heißen, die haben alle diese Agent Factories, ja. Die haben irgendein Offering, irgendein Service, wo du dir Agenten relativ simpel bauen kannst oder halt auch nicht simpel, so der Copilot so angefangen, ne? Kannst relativ simpel zusammenklicken, willst dann doch ein bisschen tiefer gehen, machst halt mit Azure AI Foundry im Microsoft Stack, dass du dann sagst, okay, ich entwickle jetzt meine Agenten halt wirklich mit Code, mit Python oder was auch immer du da nehmen willst. Ne? Das sind dann diese Agent Factories, das bieten die alle an. Und was natürlich auch schon manche anbieten, aber noch nicht alle, sind dann solche Agent Marketplaces, ja, dass du dann deine Agenten oder deine Multi-Agenten-Systeme dann natürlich auf so einem Marketplace anbieten kannst, ja, was ich, Hugging Face oder OpenAI GPT Store und so weiter, kannst du die dann anbieten. Und der nächste Schritt ist dann diese Agent Societies, ja, dass ich halt bei meinen Agenten, das kann ja auch mein Agent, wenn ich das Agent sage, kann es auch Multi-Agenten-System sein, aber bei meinem System biete ich Schnittstellen an, mit denen andere agentische Systeme zusammenarbeiten können, ja. Stell dir vor, zum Beispiel, wie gesagt, die ganzen großen Firmen, Salesforce, SAP und wie sie alle heißen, die haben natürlich auch ihre Multi-Agenten-Systeme, die dann schon mit anbieten, faktisch, die du mit nutzen kannst. Und jetzt hast du aber keine Schnittstelle, ja. Und wenn du jetzt auch sagen willst, ich will von meiner Microsoft-Welt damit arbeiten, da brauche ich halt dann Schnittstellen entsprechend. Da hat Google dieses A2A, dieses Agent-to-Agent-Protokoll vorgestellt.
Und das ist dann, wie gesagt, diese Agent Society. Ne? Wir haben dann halt solche heterogenen Agentensysteme, die aber irgendwie auch miteinander zusammenarbeiten müssen. So wie in unserer Gesellschaft. Ne? Jeder ist ein bisschen anders gestrickt, aber wir gehen auch gut miteinander um. Deswegen ist wichtig, da gute Schnittstellen zu haben. Und das ist diese ganze Agent Society. Da wird noch viel kommen, denke ich, was dann auch eine große Rolle spielen wird, weil du hast, glaube ich, auch irgendwie dieses Thema Blockchain schon mal angesprochen, wie da der Hype so ein bisschen drin ist, ob das so ähnlich ist mit Blockchain. Ist natürlich schon viel Hype drin, aber gerade wenn wir von Blockchain reden, sehe ich hier vor allen Dingen auch noch einen großen Faktor, der interessant sein könnte, dass man den ganzen kommerziellen Aspekt vielleicht dann über sowas abbildet. Ne? Dass man dann sagt, ich kann auch dann wirklich Transaktionen durchführen, ne? Also richtig monetäre Werte verschieben und das könnten dann die Agenten zum Beispiel machen in solchen Agent Societies, dass sie dann auf Blockchain auch mit aufsetzen, um dann halt wirklich solche Transaktionen nachverfolgbar und unveränderbar faktisch abzudecken. Wow, richtig interessant, also was die Zukunft noch bringen wird. Wir sind alle gespannt. Du hast sehr viel Hintergrund mit der visuellen Verarbeitung und jetzt gibt es ein neues Thema oder ich weiß gar nicht, wie neu es ist der Digital Human. Das heißt, wir haben jetzt plötzlich eine visuelle Repräsentation von einem Mensch, der ziemlich echt aussieht und auch in Echtzeit mit einem kommuniziert und da steckt eine KI dahinter. Erklär uns doch nochmal ein bisschen besser, was ein Digital Human ist und wofür ich den benutze. Ja, absolut. Digital Human ist im Endeffekt, stell dir vor, du hast zu deinem KI-Modell, den gibst du ein Gesicht. Denn die gibst du nicht nur eine Personalität im Text, sondern auch visuell. So, und das ist es, was im Endeffekt das ist. Man könnte natürlich noch 1000 andere Definitionen machen, aber das ist, was du häufig siehst, halt ein Avatar im Endeffekt, der halt dann in Echtzeit sich mit dir unterhalten kann. Und die Knowledge Base dahinter ist halt auch so ein großes Sprachmodell oder verschiedene, kann auch ein kleines Sprachmodell sein, ne? Kommt drauf an. Aber genau, darum geht's. Ich kann mal ein paar Beispiele machen, um es weniger abstrakt zu machen. Wir haben beispielsweise mit der Luigi Einaudi Foundation zusammengearbeitet in Italien. Die haben den Luigi Einaudi, das war mal der zweite Präsident von Italien, die wollten die halt gerne wieder zum Leben erwecken, wenn du so willst, ne, als Digital Human. Und da haben wir mit denen zusammengearbeitet. Was wir gemacht haben, wir haben das faktisch 3D modelliert, ne, also den Kopf und alles in Unreal modelliert. Dann mit Unreal MetaHuman kannst du das halt schön lippensynchron dann auch entsprechend in Echtzeit animieren. Und haben dann auch das ganze Wissen von dem Luigi Einaudi, also er hat halt wirklich ein Mann mit Expertenwissen, ein Wirtschaftsexperte, hat halt auch viel Paper und Bücher geschrieben und das ganze Wissen haben wir da faktisch reingegeben. Und da kannst du jetzt halt auf die Website gehen und kannst mit Luigi eine Unterhaltung führen über verschiedenste volkswirtschaftliche Themen, wenn du so willst. Genau, wir haben nicht seine Stimme genommen, weil er ist natürlich schon nicht mehr unter uns, er ist natürlich schon lange tot. Und da können wir nicht einfach seine Stimme klonen, obwohl es ja genügend Audiomaterial gibt. Aber das machst du einfach nicht, weil das ist natürlich dann auch, ne, das ist immer ganz wichtig bei den ganzen Sachen, was wir so entwickeln, was KI angeht, ne, diese ganze Responsible AI, Ethical AI-Thema, dass wir auch wirklich überlegen, cool, ich kann ganz, ganz viel machen, aber sollte ich das in dem Fall machen oder ist es vielleicht nicht so ganz ethisch in dem konkreten Fall? Und es ist natürlich bei den Stimmenklonen auch so eine Sache, wenn jemand schon nicht mehr lebt, dass man seine Stimme einfach so klonen, sollte man nicht machen. Aber das vielleicht nur am Rande. Das ist ein Beispiel für einen Digital Human. Verschiedenste Anwendungsfälle. Wir haben auch mit zahlreichen Kunden zusammengearbeitet. Ich kann es leider nicht alle nennen, aber da sind auch viele Automobilhersteller dabei, dass man zum Beispiel so ein Kiosk-System hat. Ne? Ich kann jetzt zum Beispiel eine Autokonfiguration einfach mit natürlicher Sprache machen und ich sehe dann halt auch ein 3D-Rendering von meinem Auto, wenn ich das verändere. Und daneben habe ich zum Beispiel noch eine Assistentenfigur, ne? So ein Digital Human, der mich da ein bisschen durchführt und das ein bisschen auch empathischer gestaltet. Ne? Also darum geht's ja auch, ne? Dass ich nicht einfach so eine KI, so eine kalte KI, wenn du so willst, habe, sondern mehr dieses empathische, diese emotionale Komponente mit einfließen lasse. Und das ist die nächste Stufe, an der wir auch arbeiten, ist dieses Affective Computing, also nicht effective, sondern mit einem A, Affective Computing. Und da geht es darum, zum Beispiel auch die emotionale Situation des Gegenübers zu verstehen. Ja, das kann ich die Stimme analysieren. Da bekomme ich zum Beispiel raus, nicht nur, was die Person sagt, sondern auch, wie sie es sagt. Ja? Da kriege ich schon mal ein paar Faktoren. Dann kannst du natürlich auch Gesichtsmimik analysieren, verschiedene andere Punkte. Da aber auch ganz wichtig natürlich, was das Thema Privacy angeht, muss man gucken, kann man da überhaupt eine ganze Kameraanalyse machen. Gerade EU AI Act ist da restriktiv. Ja, das darfst du zum Beispiel nicht in bestimmten Umgebungen machen. So eine emotionale Analyse einfach von den Menschen, was auch prinzipiell gut ist, ja, dass man nicht einfach überall die Dinge aufhängen kann und es gemacht wird. Aber in bestimmten Anwendungsfällen macht das natürlich schon ganz konkret Sinn. Ja, das ist die Eingabeseite bei Affective Computing. Also erstmal verstehen, wie ist der Mensch drauf.
und dann natürlich auf der Ausgabeseite auch diese ganzen Zustände auch zu simulieren. Da haben wir auch übrigens ein Multi-Agenten-System entwickelt. Da folgt das in einem Modell von dem Psychologen, der heißt Paul Ekman. Und der hat zum Beispiel verschiedene Emotionen kategorisiert. Wer den Film kennt, der heißt auf Deutsch Alles steht Kopf, Inside Out. Nee, Quatsch. Ja, doch, da alles steht Kopf heißt ja. Und da gibt's so verschiedene Emotionen und die sind so im Kopf und die feuern und sowas. Und so kannst du dir das vorstellen. Das folgt übrigens dem Paul Ekman-Modell, der Film. Und so kannst du dir das vorstellen, hat dann unser KI-System im Endeffekt auch für jede Emotion einen Agenten und die feuern dann mit bestimmter Stärke auf eine Eingabe. Ne? Die sagen dann, okay, ja, die Eingabe, die macht mich eher so ein bisschen traurig oder die hypt mich so ein bisschen ab oder jetzt werde ich wütend oder was auch immer. Und die geben das dann an den zentralen Agenten und der entscheidet dann, was dann die finale Emotion ist, um empathisch auf das Gegenüber zu reagieren. Und das verändert dann zum Beispiel die Stimme. Ja, man kann ja auch jetzt faktisch mit der Stimmensynthese entsprechend auch schon die Emotionen mit übergeben oder auch entsprechend die Gesichtsmimik natürlich verändern und sowas. Ja, also da ist mir auch aktiv dran. Das ist schon echt cool. Gibt auch noch viele Herausforderungen, ja, Multikonversation, ja, wenn jetzt mehrere Menschen einfach so reden, wer redet dann, wie erkenne ich das? Oder auch mal Memory faktisch für diese Modelle beinhalten, ne, dass die sich merken, wer was hat, wann gesagt und so weiter. Da gibt es noch viele Sachen, die noch zu lösen sind, aber da sind wir halt auch dran. Das ist ein wichtiger Punkt. Aber wie gesagt, nochmal zurückzukommen, Digital Human ist im Endeffekt ein digitaler Mensch und häufig sind natürlich KI-Modelle dahinter. Und ich habe auch eine visuelle Repräsentation. Ne? Und vielleicht nochmal abschließend, weil ich das habe auch zufällig das T-Shirt an, das habe ich jetzt gar nicht extra für den Podcast angezogen, aber hier AI for Inclusion steht auf meinem T-Shirt. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann, aber da sind hier so Hände drauf. Da arbeiten wir auch, das machen jetzt die Kollegen in Italien. Da gibt es Zeichen, Italian Sign Language ist das im ganz Konkreten, ne? Also Gebärdensprache. Und ist auch übrigens interessant, jedes Land hat auch andere Gebärdensprache. Ne? Also es gibt eine deutsche Gebärdensprache, es gibt eine amerikanische Gebärdensprache. Genau, American Sign Language. Ne? Es ist auch nicht die englische Sign Language, es gibt direkt eine American Sign Language. Und dann gibt es Italian Sign Language. Long story short, was machen wir da? Das ist einfach ein schönes Werkzeug mit so einem Digital Human, kann ich faktisch so einen Gebärdendolmetscher auch natürlich abbilden, dass ich dann entsprechend dann die ganzen Zeichen damit abbilde, die, also faktisch, ne, wenn die Person, wir nehmen Audioschnipsel, die Personen können das ja nicht hören, weil die zum Beispiel taubstumm sind und dann kann ich das halt mit so einer Digital Human Gebärdensprache anzeigen und auf der anderen Seite natürlich auch verstehen, ne, also auch die Gebärdenzeichen erkennen und da arbeiten wir auch zusammen mit einem Team, sowas zu lösen, beispielsweise. Ja? Weil das einfach auch noch ein cooler Anwendungsfall, finde ich, der auch wirklich Mehrwert bietet für viele Menschen, denke ich. Und da es auch eine Skalierungsproblematik gibt. Ne? Es ist nicht einfach so, dass wir jetzt irgendwelchen Gebärdendolmetschern hier den Job wegnehmen. So ist es nicht gedacht, sondern es ist einfach, dass man sagen, okay, es gibt ja gar nichts genügend. Ja, dass ich das einfach überall dann anbieten kann. Ja, dass das in jedes Video und überall, in jede Live-Konferenz, so klein wie sie ist, in mein kleines Meetup, kann ich das dann halt auch anbieten. Ne? Und Wow, also ich bin begeistert. Das sind ja ganz viele Eindrücke. Ich muss jetzt nochmal zwei Schritte zurückgehen. Ja, so Ist das, wie funktioniert das jetzt richtig mit diesen Digital Humans und den Modellen? Ist das jetzt in einem Modell drin oder hast du das Modell, was dann quasi die Emotionen oder auch die Gebärdensprache dann steuert? Ist das irgendwie separat voneinander oder trainiere ich dann wirklich ein Modell für einen Human dann vollständig selbst? Wir nutzen ja mehrere Modelle, sind das für verschiedenste Fälle. Also das sind dann auch so verkettet faktisch, ja. Ganz konkret, hier sind natürlich dann auch Sprachsynthesemodelle. Also wir nutzen da auch kein multimodales Modell, wo dann die Sprachsynthese und die Spracherkennung direkt mit drin ist, sondern es sind halt separate Komponenten, die wir verketten. Es hat halt auch den Hintergrund, dass wir zum Beispiel jetzt gerade in dem Bereich, was Gebärdensprache angeht, natürlich dann schon sehr starke Spezialisierungen haben. Und so ein großes Modell dann zu trainieren, ist natürlich auch relativ kostspielig, was auch gar nicht nur unbedingt das Training angeht, sondern auch zu sagen, die Ausführung, große Latenz natürlich. Ne? Du musst das alles in Echtzeit machen. Das müssen wir auch bedenken. Deswegen ist auch wichtig, dass dann auch kleine spezialisierte Modelle für den Anwendungsfall machen dann mehr Sinn als das große generische Modell. Ne? Das vielleicht nochmal zum Anfang, zu der Konversation, dass wir einfach dort vielleicht auch nochmal festhalten, der große Benefit, da hat es ja auch schon in deiner Frage vorhin, in der Frage hat es auch so ein bisschen in die Richtung schon geschaut, dass man sagt, ich habe für bestimmte spezifische Fälle habe ich ein spezifisches Modell. Ja, zum Beispiel, ich habe jetzt ein Modell, was jetzt zum Beispiel nur
weiß ich nicht, Kaffeetassen erkennen kann oder sowas, ja. Und da ist es natürlich super schnell dann, weil das hat dann nur einen ganz eingeschränkten Rahmen. Ne? Das ist viel schneller, als wenn ich so einen generischen Vision Transformer nehme, der mir alle Szenen beschreiben kann und alles beschreiben kann und so weiter. Deswegen macht es dann ganz konkret Sinn, auch jetzt hier nochmal zu dem Thema Digital Human, Effective Computing, die emotionale Sache, da wirklich spezifische kleine Modelle zu nutzen, die man dann miteinander verknüpft entsprechend. Und man kann sie auch teilweise natürlich auch parallel ausführen. Ist auch so ein Ja. Punkt, ne? Dass man so wie in der Grafikprogrammierung so eine parallele Pipeline sozusagen hat. Ne? Sehr interessant. Stichwort Performance. Ich kenne das noch von früher zu Zeiten 3D Studio Max, Maya, Lightwave. Da hast du dann 3D modelliert und dann hast du auf dein F9 oder irgendeine Tastenkombination gedrückt und hat es erstmal gerendert. Und dann hat das gedauert und dann konntest du den Kaffee holen und bis dann erstmal eine Animation fertig war. Und jetzt erzählst du mir, das passiert alles in Realtime. Wie kann ich mir das vorstellen? Also das Thema Realtime 3D, Realtime Capturing, wo stehen wir denn da oder wie kriegen die das so schnell hin? Ist das mega Rechenpower in der Cloud oder ist das einfach optimiert? Kannst du uns da ein bisschen Insights geben? Ja, also das ganze Thema ist natürlich massiv auch von den Grafikkarten, vor allen Dingen natürlich Nvidia hier getrieben. Ja, wie du schon sagtest, ne, früher so, was weiß ich, hast du so dein 3D Studio Max oder so, habe ich auch mitgearbeitet, ne, dann hast du ewig gedauert, dann hast du irgend sowas gerendert bekommen, was dann wirklich auch, also ja, ganz, wenn du das vergleichst mit Grafik vor 10 Jahren, ja, ist die schon besser gewesen auf deinem Mobiltelefon oder so. Also es ist schon Wahnsinn, was da passiert ist. Es ist ganz klar das Computing. Wir haben natürlich diese ganzen RTX-Grafikkarten. Hey, wir haben Echtzeit-Raytracing jetzt, ja. Das ist ja abgefahren. Ich weiß nicht, ich hatte damals noch auf dem alten Rechner, gab es PuffRay, ich weiß nicht, ob es jemand kennt, so ein Programm, da kannst du Raytracing machen, da musst du aber alles so in Code schreiben. Und da hast du dann immer gewartet, ne, hat er dann jede Zeile so gescannt und dann so teilweise den Bild sich abgehört, so in VGA-Auflösung. Das hat dann 5 Stunden gedauert, so gefühlt. Aber jetzt hast du Echtzeit Raytracing, ja, ist natürlich massives Computing, aber wie kriegen die das überhaupt hin? Es ist nicht nur massives Computing, wenn du an Echtzeit Raytracing schaust, sondern was zum Beispiel auch letztens hier bei der Gamescom war ja auch die von Nvidia hier eine Keynote dabei. Die haben es auch nochmal ganz gut erklärt. Ich weiß nicht exakt mehr die Zahlen, aber im Endeffekt ist es so, diese DLSS, ne, also dieses Super Sampling, was sie da faktisch nativ in die Grafikkarten reingegossen haben, in die Chips jetzt, macht das überhaupt erst möglich, dass wir Echtzeit Raytracing haben, weil die rendern das Bild faktisch in einer viel geringeren Auflösung und dann skalieren die das hoch über AI im Endeffekt. Ne? Also das sind natürlich viel Durchbrüche, was Hardware, was Computing angeht, ne? Immer Miniaturisierung, ja, immer kleinere Wafer und so weiter, das spielt natürlich eine große Rolle, aber natürlich auch Fortschritte, was AI angeht. Ne? Wie gesagt, diese Grafikkarten, also wenn ich die jetzt dafür nutze, wo sie eigentlich für gedacht sind, für Echtzeit 3D-Grafik, dann haben die auch, wie gesagt, dann nutzen die diese Tensor Cores auch dann, um AI in Echtzeit auszuführen, um halt eine Echtzeit-Hochskalierung zu machen, damit die visuelle Qualität halt gut ist, aber du halt wirklich auch Raytracing zum Beispiel in Echtzeit kannst. Da geht noch viel, da wird noch viel kommen. Barriere ist natürlich jetzt so Geräte, also für die, ich weiß nicht, ob jetzt alle deinen Podcast hier visuell anschauen, aber ich hole jetzt mal so eine Meta Quest jetzt raus, ne? Die kennen ja auch vielleicht einige, ja, also diese Geräte beispielsweise, die haben ja das ganze Computing eingebaut hier drin, das ist ja wie ein Mobile-Rechner. Da wird es natürlich noch ein bisschen dauern, aber man muss sagen, diese Qualcomm XR-Prozessoren, die hier drin sind, also es ist abgefahren, was die mittlerweile können in Echtzeit. Aber wird noch ein bisschen dauern, ehe du hier Raytracing drauf machen kannst. Super spannend. Sehr guter Hinweis übrigens. Also alle Leute, die die Virtual Reality Brille jetzt sehen wollen, den Podcast gibt es auch auf YouTube. Schaut mal vorbei. Wir freuen uns auf jeden Fall. Das war aber dann auch eine sehr gute Überleitung zum Thema Virtual Reality und Augmented Reality. Also was ich jetzt als Laie mitbekomme ist, bei Apple Vision war jetzt nicht so der Erfolg und Google Glasses ist eingestellt worden. Es wird jetzt aber wohl irgendwie wiederbelebt. Wie ist denn da so der Stand der Dinge? Also ich finde es ja eine super spannende Technologie auch. Ich sehe jetzt aktuell eher so Use Cases im Worker Guidance oder sowas in der Art. Ist das Thema, wo sind wir im Hype-Cycle? Sind wir da schon drüber hinaus oder haben wir noch gar nicht angefangen? Wie schätzt du das ein? Ja, ich glaube, wir kommen so langsam, ne, wenn du diesen Gartner Hype-Cycle siehst, wir kommen so langsam aus dem Valley of the Illusionment, oder wie sie das nennt. Ja, also du hast ja diese Kurve, ja, dann geht die ganz hoch. Den Hype hatten wir, ne, Metaverse-Hype so Anfang, ich sag mal so 2021, 2022, so in der Dreh.
Ja, und dann ging es steil runter. Ganz unten, sage ich mal, und dann kommst du so langsam raus aus dem Tal. Ich glaube, wir sind so langsam aus dem Rauskommen aus dem Tal. Denn es war viel Hype so in den letzten 10 Jahren auch in dem Thema. Ne, es gab viele tolle Geräte, auch Microsoft HoloLens, Rest in Peace, ja, wie toll war das? Hab ich auch viel entwickelt mit und war auch viel aktiv da in dem Bereich, auch in der Community. Es sind auch viele tolle Sachen entwickelt worden. Aber vielleicht war es noch zu früh, vielleicht war der Kostenpunkt noch zu hoch, kann ich nicht sagen. Aber wurde halt dann die Entscheidung getroffen, das dann nicht wahrscheinlich weiter zu verfolgen. Aber im Endeffekt ist es so, dass natürlich auch eine Apple, wie du schon sagst, die Apple Vision Pro, hat das so ähnlich ein bisschen aufgegriffen, ja, was die HoloLens gemacht hat, wenn du so willst. Und ich glaube, die haben die gleiche Problematik im Endeffekt. Ja, der Kostenpunkt ist sehr hoch. Ja, also du musst ja erstmal, ich weiß, 3.500 kostet die, glaube ich, jetzt. Musst ja erstmal dafür auf den Tisch legen. Ja, und die Anwendungsfälle, die du mit so einer Apple Vision Pro halt hast, sind natürlich auch begrenzt. Deswegen hast du halt bestimmte Segmente, zum Beispiel Luxusmarken oder so, die das dann auch mal anbieten können, so ein Gerät für ihre Kunden. Ja, was ich will jetzt eine neue Uhr oder ein neues Auto und dann kriegst du so eine Apple Vision Pro mit dazu. Da kannst du dir das vorher mal mit angucken, bevor du das überhaupt produziert hast oder so. Also da macht das schon Sinn, aber das ist halt wirklich eine enge Nische. Jetzt gibt es natürlich die neuesten Gerüchte, dass, ich weiß gar nicht, wann dieses nächste Apple-Event ist, ich glaube im September sogar schon oder Oktober, dass sie da eine Light-Version vorstellen, die ein bisschen günstiger ist oder so. Ne? Das kann ich mir auch durchaus vorstellen, dass das dann auch den Konsumenten entsprechend anspricht. Die Problematik ist einfach, du brauchst die Killer-App für den Konsumenten und das ist halt auch noch nicht da. Der andere Punkt ist auch der Formfaktor. Ja, so eine Apple Vision Pro, die kannst du ja eigentlich gar nicht den ganzen aufsetzen. Ja, ist ja viel zu schwer, viel zu groß, viel zu klobig. Ja, was sagen die Leute nur, wenn du damit rumläufst? War vielleicht ganz lustig, wo Casey Neistat und so andere super Videos gemacht haben, wo die mit dieser Apple Vision Pro durch New York mit dem Skateboard oder was da auch immer gemacht hat. Das ist ja ganz lustig, aber auf Dauer ist es natürlich schon weird, wenn dann jemand damit rumläuft. Deswegen ist natürlich der wichtige Punkt ist der Formfaktor. Ja? Und gerade was den Formfaktor angeht, ist noch viel Spielraum. Ja, im Endeffekt, ja, wie gesagt, wenn ihr Videos seht, ihr seht, ich bin Brillenträger, ja. Also diese Brillengröße, ja, dass dann das ganze Computing hier drin ist, das ist natürlich das Ziel. Und dann wird es auch den Massenmarkt erreichen. Aber so weit ist das alles noch gar nicht. Da sind natürlich so physikalische Hürden zu überwinden, gerade was die Bildschirme angeht. Da ist noch viel zu tun. Nichtsdestotrotz sieht man ein großes Investment immer noch von Meta und auch von Google. Ne, Meta hat natürlich mit der Quest, die ich vorhin gezeigt habe, haben sie eine beständige Virtual Reality Plattform und es ist ein tolles Gerät mit einer super Auflösung, hat natürlich aber, wie gesagt, den Virtual Reality Faktor. Das heißt, ich bin immer komplett abgeschirmt in der virtuellen Welt. Ne? Was du natürlich im Endeffekt willst, wo der Markt auch größer ist, ist dieses Augmented Reality oder Mixed Reality, dass ich die echte Welt um mich herum noch sehen kann, plus augmentiert, erweitert mit virtuellen Inhalten. Das ist natürlich das Ziel. Das hat die HoloLens, das hat die Magic Leap, das hat auch die Apple Vision Pro. Die machen das mit ein bisschen verschiedenen Technologien. Die einen haben halt durchsichtige Displays, ne, solches Pass-Through nennt sich das. See-Through nennt sich das dann, ne, wo du so halbtransparente Bildschirme hast, wo du durchschauen kannst. Die Apple Vision Pro beispielsweise macht das ein bisschen anders. Die machen das mit einem Pass-Through, dass die faktisch außen Kameras haben und das Kamerabild dann in Echtzeit faktisch rekonstruiert wird und auf Bildschirm intern angezeigt wird. Haben sie auch wirklich toll gelöst mit der Apple Vision Pro. Ganz geringe Latenz. Ist das beste Pass-Through, was es gibt am Markt aktuell immer noch. Aber wie gesagt, ist auch relativ teuer. Ne? Aber was du willst, ist ja dieses Augmented Reality, Mixed Reality irgendwann mal. Und da ist der Formfaktor ganz entscheidend. Und da, um nochmal den Punkt zu schließen, ist halt Meta auch aktiv. Die haben diesen Orion-Prototyp mal vorgestellt. Kann man sich auch mal anschauen. Es sieht aus wie eine, ne, wenn ich jetzt meine Brille nehme, skaliere die mal 1,2 oder 1,1. Das sieht so ein bisschen wie eine Riesenbrille aus, so, ne, dieser fette Bügel und so, weil das ganze Computing dann drin ist. Das sind aber auch nur Prototypen. Aber es gibt auch die Gerüchteküche, bei der Meta Connect im September wollen sie wahrscheinlich auch den ersten Nachfolger von der Ray-Ban oder so ein Zwischending zwischen der Orion, also dieser Full Augmented Reality mit Display und der Ray-Ban bringen, die dann halt auch für einen vernünftigen Preis rauskommen sollen. Aber wie gesagt, das sind nur Gerüchte, müssen wir mal sehen, was dann wirklich kommt. Aber Apple und Meta und auch Google sind auch stark am Investieren. Google mit Android XR versucht da eher eine Referenzplattform zu schaffen, wo dann zum Beispiel eine Samsung oder eine Nreal oder Xreal heißen sie, dann eigene Devices entwickeln können und auf der Android XR-Plattform aufsetzen. Also passiert noch viel, wird sicherlich auch, sage ich mal, bis Ende der Dekade, hoffe ich mal, dass wir dann auch Geräte haben,
wo wir wirklich den Formfaktor haben, ne? Größe, sage ich mal, von einer Meta Ray-Ban, also ganz normale Sonnenbrille oder Brillengröße, ein bisschen breiteren Bügel vielleicht, aber dann halt auch mit guten Displays drin. Ich denke mal, das wird schon noch kommen, aber das wird noch ein paar Jährchen dauern. Also Hardware muss definitiv günstiger werden und vor allem kleiner und der Formfaktor muss sich anpassen. Jetzt haben einige ja das Thema, also das iPhone oder das Android-Telefon, wo sie dann augmenten. Ist das eine Konkurrenz für die Brille oder ist das ein Zwischending oder ist das was ganz anderes? Ja, als guter Hinweis. Na, da habe ich gar nicht so richtig, bin ich gar nicht richtig drauf eingegangen, aber du hast natürlich Augmented Reality auch mit einem Mobiltelefon oder mit einem Tablet, kannst du ja auch machen. Ne? Das Blöde ist bloß, du guckst dann halt irgendwie auf ein Display und siehst halt die echte Welt nicht mit deinen eigenen Augen, sondern siehst die über ein Kamerabild auf deinem Display und da siehst du ein paar virtuelle Objekte drauf. Und das in 2D. Du hast ja eine 2D-Projektion auf deinem Bildschirm. So, wenn ich jetzt aber so eine Brille aufhabe, habe ich ja Stereo 3D. Das heißt, ich kriege ja ein Bild für jedes Auge und somit sehe ich ja auch Stereo dreidimensional. Ja, und damit sind natürlich die Objekte, die dann in mein Sichtfeld eingeblendet werden. Also ich sehe die echte Welt, die physische Welt und da werden dann virtuelle Objekte eingeblendet. Die sehe ich dann natürlich ganz anders, weil es Stereo 3D ist. Also es ist ein komplett anderes User Experience. Und das ist, sage ich mal, so der Real Deal. Deswegen sagt man auch häufig Mixed Reality, um das auch vielleicht nochmal zu dem Augmented Reality Thema, was viele von Mobile AR kennen, nochmal abzugrenzen. Aber wie gesagt, die ganzen Begrifflichkeiten, das ist alles ganz schwammig. Ich nenne es halt auch ganz gerne immer alles Spatial Computing, ne? Alles räumliche Verarbeitung. Ob ich nur komplett in der virtuellen Welt bin oder noch die echte Welt sehe, um mich herum, spielt in dem Zusammenhang gar nicht so die große Rolle. Aber die Welt um mich herum wird halt über Sensordaten erkannt mit Echtzeit-Sensorverarbeitung und dann werden entsprechend auch die Inhalte eingeblendet. Und wie gesagt, wenn ich zum Beispiel eine komplett virtuelle Welt bin, dann die Quest erkennt zum Beispiel auch, wo jetzt die Wände in meinem Zimmer sind, damit ich nicht dagegen laufe beispielsweise. Ne? Und das ist natürlich auch Spatial Computing, also räumliche Verarbeitung, die verstehen, auch natürlich ganz viel mit AI passiert da und dann entsprechend kontextbezogene Inhalte mit anzeigen. Ja, ich habe eine Frage von einem Hörer bekommen, die ich mitnehmen darf. Und zwar gibt es ein Add-in für die Browser, und zwar WebXR sozusagen. Kennst du das? Und wie sieht das aus? Ist das auch eine Sache, die vorangetrieben wird? Weil eine Standardisierung, im Moment ist alles ziemlich proprietär in dem Bereich. Also Apple macht sein Ding und Meta natürlich. Sagt dir der WebXR-Standard was? Werden die Browser das pushen oder macht es mehr Sinn, das Ganze dann auf dem Gerät in der Brille von den Augen zu haben? Was sagst du dazu? Ja, macht total Sinn, ist eine feine Sache. Der Standard wird von dem W3C-Konsortium auch vorangetrieben, ne? Das bekannte Web-Konsortium sozusagen. Also die haben auch diesen WebXR Device-Standard im Endeffekt auch mit rausgegeben. Der wird von einigen Browserherstellern schon umgesetzt. Es wird zum Beispiel auf Google Chrome, auf Android hast du das oder auf Safari, auf dem iPhone ist ja auch schon umgesetzt. Da konkret Web AR kannst du da zum Beispiel machen und ist eine coole Sache, weil du brauchst halt keine App installieren, sondern du machst einfach eine Website auf deinem Mobiltelefon im Browser und dann kannst du dort zum Beispiel Augmented Reality benutzen. Ne? Und wie gesagt, brauchst keine App-Installation in den ganzen Mist, sondern du kannst es wirklich direkt im Browser nutzen. Deswegen ist WebXR eine feine Sache. Und auch was das Tooling angeht, also Unity beispielsweise kann, jetzt weiß ich nicht aktuell, wie die letzten Standards sind, ob die das jetzt drin haben. Die konnten es eine ganze Weile nicht exportieren nach WebXR, deine Unity-Applikation. Es kann aber sein, dass sie das hinzugefügt haben. Aber es gibt dann auch eine ganze Reihe an Bibliotheken. Ne? Babylon.js ist da eine bekannte oder FreeJS auch ganz bekannt. Das sind solche Engines, dass du halt nicht den ganzen Code alles selber schreiben musst, sondern dass du halt bestimmte Funktionen schon eingebaut hast. Und die nutzen dann auch WebXR unten drunter sozusagen als Unterbau, als Schnittstelle, um mit dem Browser zu reden. Und es ist eine coole Sache, weil du hast Echtzeit im Browser. Wie gesagt, kannst du auf dem Desktop natürlich auch nutzen. Aber ich finde eigentlich, der richtig coole Anwendungsfall dafür ist wirklich am Mobiltelefon mit Web AR, dass ich dann einfach solche Augmented Reality Applikationen im Browser aufrufen kann. Wie gesagt, geht auch mit VR, ne? Also nochmal HoloLens oder Quest und so weiter, die unterstützen das auch. Das heißt, ich kann dann zum Beispiel, wenn ich jetzt in der Quest bin, dort im Browser eine Website öffnen und dann, wenn die VR anbietet, geht dann so eine VR-Umgebung dann. Ja? Also siehst du dann, kannst du dann wirklich eine 3D-Game oder auch eine Applikation damit abbilden. Ist cool, weil Wide Reach, ne, ist immer dieses klassische, ne, Web-Applikation, kann ich immer ganz viele Menschen erreichen, muss ich natürlich dann auch gucken, was die ganzen verschiedenen, also ich habe so einen gemeinsamen Nenner, weißt du, auf den ich mich natürlich auch dann ein bisschen einschränke, ja, was da die Geräte dann so können und so weiter. Wenn ich jetzt eine dedizierte Applikation entwickle für eine Quest oder eine dedizierte Applikation für eine Apple Vision Pro,
dann kann ich da natürlich viel mehr rausholen, was dann spezifische Dinge angeht. Aber gerade WebXR ist halt cool, weil ich echt viele Menschen erreichen kann. Da kommen dann die Browser-Prefixes wieder zurück plötzlich. Ja. Und ich glaube auch, so ein offener Standard kann helfen, dieses Thema dann noch voranzubringen, eine große Reichweite zu bekommen. Und das Web ist nun mal die Plattform, die sehr viele nutzen. Im Browser ist auch so der Zugang zur Welt. Jetzt haben wir AI ganz ohne Anfassen gehabt. Wir haben jetzt AI gehabt, Digital Human, da konnten wir schon mal was sehen. Und dann haben wir mit der Brille, sind wir schon ein bisschen mehr ins Physische gegangen. Und ihr macht aber auch im Thema Robotics einiges, also AI wirklich zum Anfassen. Ja. Was ist Embodied AI? Kannst du uns Ja. da vielleicht mal abholen? Absolut. Embodied AI, wenn man es direkt übersetzen würde, wäre das verkörperte KI. Also ich gebe faktisch der KI einen Körper, wenn du so willst. Und eine Implementierung davon ist ein Digital Embodiment. Und das ist der Digital Human beispielsweise. Ne? Dass ich dem, wie gesagt, ist natürlich jetzt virtuell, aber ist ja auch ein Embodiment, wenn ich so will. Ne? Und das andere ist natürlich dann sozusagen das Physical AI-Thema, ne? Dieses Physical Embodiment, dass ich diese Modelle auf physischen Geräten implementiere. Das kann zum Beispiel auch relativ simpel on the edge sein. Computer Vision zum Beispiel, ne? Echtzeitkamera, was weiß ich, Security Detection oder sowas. Ne? Das kann das auch sein, aber ganz interessant wird es natürlich, wenn ich dann mich im Bereich von Robotik bewege. Hörst du auch Nvidia immer viel von Physical AI reden. Und wie gesagt, es ist nicht nur Robotik, es sind auch viele andere Bereiche, auch autonomes Fahren. Im Endeffekt sind ja autonomes Fahren sind ja auch Robotiksysteme, wenn du so willst, ja. Aber dass wir im Endeffekt sagen, ich habe eine verkörperte KI, ich bringe diese Modelle auf verschiedene Instanzen von Geräten und das ist natürlich Robotik zum einen und da können wir dann nochmal das weiter unterteilen, dass wir dann sagen, okay, ich habe jetzt zum Beispiel diese Quadruped Robots, beispielsweise Boston Dynamics Spot, ne, dieser Roboterhund oder von Unitree gibt es natürlich Go und was weiß ich, da gibt es so viele mittlerweile. Wir sind auch Partner mit einigen von den Firmen, wo wir da faktisch denen ihre Devices nutzen und da entsprechende Implementierungen für unsere Kunden vornehmen, weil im Endeffekt, wenn du so ein Robotik-Device kaufst, das hat so ein paar Standard-APIs, aber die sind nicht autonom. Ne, die musst du noch steuern mit einer Fernbedienung beispielsweise. Und jetzt will ich eine Autonomität zum Beispiel in diese Geräte bringen. Ja? Also wie gesagt, du hast diese vierbeinigen, dann kannst du jetzt, der große neue Trend ist natürlich humanoide Roboter. Und da hast du zum einen dann welche, die halt so gedacht sind, dass die bestimmte Aufgaben erfüllen sollen. Ne, die sehen nicht sehr menschlich aus, aber haben halt zwei Beine und können sich auch wie in entsprechenden Umgebungen dann bewegen. Können wir vielleicht auch nochmal im Detail dann drauf eingehen. Aber der andere Teil ist natürlich dieses Thema Social Robotics. Ne, das ist vielleicht dann eher vergleichbar mit einem Digital Human. Da nutzen wir auch zum Beispiel von Engineered Arts diese Amica, wenn die mal jemand vielleicht schon mal gesehen hat. Das ist so eine Büste im Endeffekt und die hat halt 32 Servomotoren im Gesicht und dadurch kann es sehr, sehr gut diese Mimiken abbilden. Und da haben wir dann auch zum Beispiel unsere Plattform, die wir für Digital Humans nutzen. Wir haben da faktisch so ein Common, ja, wie soll ich sagen, so ein Common Backend, so ein Common Framework. Und da können wir dann ausspielen nach Digital Human oder wir können es auch auf die Amica ausspielen. Ne? Das ist dann im Endeffekt das gleiche Gehirn, wenn du so willst, darunter. Aber wir haben verschiedene Endpunkte dafür. Und dann steuerst du das an. Das ist schon abgefahren, wenn du dich dann mit der Amica dann so unterhältst und so. Das ist schon cool. Ne? Es ist manchmal ein bisschen creepy, muss man auch sagen. Ja? Aber es ist schon eine schöne Sache. Aber nochmal den Bogen zurückzubringen. Embodied AI, es geht einfach verkörperte KI. Ich kann halt solche KI-Systeme in physischen Systemen implementieren. Das ist natürlich ein ganz großer Faktor, die Robotik. Und da passiert ganz viel, was humanoide Roboter angeht. Ja, wie weit sind wir denn eigentlich in Deutschland oder in Europa dort? Also man sieht ja Elon Musk mit Tesla, den Optimus oder wie du jetzt auch Boston Dynamics, sieht man einige Experimente. Schauen wir da wieder nur in die USA oder haben wir dort auch, außer euch jetzt, die ja mit Sicherheit auch ganz weit vorne sind, wie steht es da bei uns in Europa, in Deutschland? Ja. Also du hast natürlich ganz, ganz wichtig, du hast ja erzählt, der Musk beispielsweise mit dem Tesla-Bot, mit dem Optimus, ne? Ist immer beeindruckend, die Videos, muss man ganz klar sagen, aber man kann es nicht kaufen. Es gibt es auch noch nicht irgendwo zu erwerben, nichts davon. Erstmal abwarten, ja. Das ist so ähnlich auch mit von dem Helix, ne, von dem anderen Hersteller, FR1 beispielsweise. Da weiß ich nicht. Erstmal gucken, ja, erstmal sehen, wie die dann funktionieren. Was wir beispielsweise erworben haben, die kann man halt kaufen, ist Unitree H1 und Unitree G1. Den kannst du kaufen, das ist ein chinesischer Hersteller.
Ist nicht ganz günstig. Der H1 ist, glaube ich, fast 100.000 oder so oder 80. Muss dann noch mal gucken, was die genauen Preise sind. Aber wie gesagt, die kann man bereits erwerben und die kommen halt auch, da ist schon ein Standard SDK dabei, aber die können da nicht viel. Deswegen, was wir halt machen für unsere Kunden, ist entsprechend dann die ganze Software zu implementieren, dass sie dann halt dort, was ich, im Warenlager beispielsweise arbeiten können oder solche Sachen. Ja. Das ist ganz interessant. Aber deine Frage war ja, wie steht es in Europa, wie steht es in Deutschland rum? Also wir haben schon ein paar Anbieter in Europa, zum Beispiel PAL Robotics ist da einer, die arbeiten auch an einem humanoiden Roboter, oder hier aus Deutschland haben wir diese Neura Robotics. Ja, die sind da auch aktiv dran, einen humanoiden Roboter zu entwickeln. Aber man muss ganz klar sagen, die absolute Marktführerschaft kommt aktuell aus China, was das angeht. Und die hatten jetzt auch in China, ich glaube, die haben die Robotics Olympic Games oder sowas genannt. Und da hatten die wirklich in verschiedenen Sportarten, hatten die humanoide Roboter gegeneinander angetreten lassen. Und du musst mal gucken, was alleine an humanoiden Robotern, wie viele chinesische Firmen es da gibt. Das ist der absolute Wahnsinn. Die haben natürlich auch ein bisschen unfairen Vorteil, weil bei denen ist das so, die können ohne Ende Startups gründen und die werden massiv finanziert vom Staat, ne, in China. Da wird unheimlich Geld reingebuttert und deswegen können die auch teilweise die Roboter relativ günstig anbieten. Und ja, mal sehen. Also es bleibt ein spannendes Feld, aber ganz klar Marktführer China, dann USA und dann vielleicht irgendwann Europa. Aber es gibt ein paar Player in Deutschland, das ist immer gut. Wir arbeiten auch mit ein paar zusammen. Aber ich denke, sag ich mal, diese krasse oder starke Ingenieurskultur und Geschichte und so weiter, die sollten wir auch nicht aus den Augen verlieren. Und wir sollten uns auch nicht immer kleiner machen, als wir sind hier in Deutschland und Europa. Das ist schon so, dass wir da auch viel bewegen können. Und wenn du dich umguckst, bei vielen von den Firmen, gerade Boston Dynamics oder anderen Firmen, da arbeiten auch ganz viel Europäer und so, ne, die dann deswegen ist halt wichtig, dass hier in der EU und in Deutschland auch die richtigen Weichen gestellt werden, dass da halt dann doch mal das einfacher gemacht wird, dass man zum Beispiel ein Startup gründen kann und dass man auch da noch mehr Förderung bekommt. Ja, da muss dann natürlich auch Subventionen fließen, das ist ganz klar. Sonst können wir da nicht gegenhalten, was China macht, ja. Ja, das ist ganz klar. Das heißt, diese Startup-Gründung und auch die Finanzierung des Startups, die ist natürlich auch ein Treiber von Innovationen und gerade auch in China sieht man das ja in einer Riesenskalierung. Die haben ja jetzt auch das Electrovehicle-Thema irgendwie in die Skalierung gebracht. Am Anfang hat sich jeder darüber kaputt gelacht, dass sie es nicht können. Mittlerweile haben sie schon richtig gute Modelle am Start. Also da ist es einfach die Skalierung, die es bringt. Sehr spannend. Du hast jetzt gesagt, Guck dir mal die Marketing-Videos an, die manchmal haben von den Autos, die da rauskommen, ja, was die alles können und was die für Features haben, ja, da schlagst du mit den Ohren, ja, das ist der Wahnsinn. Jetzt haben sie auch gesagt, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, sorry, das ist interessant, gerade weil ich das heute irgendwie in News gelesen habe. Nvidia hat ja einen neuen H20 gemacht, ne? Dieser H20, den haben die ja ursprünglich für den chinesischen Markt gemacht, weil USA Exportbeschränkungen gemacht hat für die Nvidia-Chips und da haben Nvidia einen speziellen gebaut jetzt und hatten jetzt die neue Version in Entwicklung, hatten da auch die Aufträge an die ganzen Fabs gegeben, ne? Wissen ja auch nicht unbedingt alle, aber Nvidia macht das Design, aber die reine Fertigung machen dann Auftragnehmer, also die Fabriken gehören nicht zu Nvidia, sondern die machen das ganze Design. Ja, und das ist natürlich auch viel Aufwand. Aber die Entwicklung dann oder die Produktion machen dann andere Firmen. Und das hatten die jetzt gegeben, dass sie die neuen H20s entwickeln sollen. Jetzt haben sie rausgegeben an die Firmen, okay, erstmal halblang, okay, wir brauchen vielleicht doch nicht so viele, weil China jetzt nämlich gesagt hat, hey, hier chinesische Firmen, nutzt mal nicht die Nvidia-Chips, nehmt jetzt mal die von Huawei und die anderen AI-Chips, weil wir haben ein bisschen Befürchtung, dass in den Nvidia-Chips da irgendwas drinne stecken könnte, irgendeine Backdoor oder so. Ob das der Fall ist, weiß ich nicht. Aber Fakt ist, dass natürlich von der Regierung dort ausgegeben wurde, jetzt mal die eigenen Chips zu nehmen, die immer noch nicht so gut sind wie die von Nvidia, aber wahrscheinlich dann irgendwann doch mal rankommen werden. Und das hat Nvidia schon wirklich aktiv reagiert und hat die Produktion ein bisschen zurückgefahren von den neuen H20 für den chinesischen Markt. Ne? Und das ist natürlich auch ein interessantes Zeichen, wie ich finde. ja, das Zeichen konnte man auch beobachten bei dem Zolltarifstreit mit Apple und Ja, der Aufforderung, die iPhones in Amerika zu produzieren. Da ging es unabhängig von den Kosten, hat Tim Cook natürlich auch gesagt, wir können das gar nicht. Also die Skillset, was dort ist, das Know-how, was dort ist, auch wie sie fertigen in der Skalierung, wie sie fertigen, selbst wenn wir das subventionieren würden in Amerika, wir würden es gar nicht hinkriegen. Und das ist natürlich schon erstaunlich auch zu sehen, dass dort einfach eine hohe Spezialisierung ist und dass im Hardware-Bereich dort einiges geht. Und wenn man auch sieht, diese ganzen Chip-Firmen, also das ist ja so ein gängiges Pattern, Intel und Nvidia machen das Design und dann geht das
an diese Chipfirmen, die dann teilweise in China, aber auch woanders sind. Und kannst du mir sagen, was du willst, ein bisschen Know-how bleibt überall hängen und dass die das dann nochmal optimieren und ja, also mit Sicherheit ein ernstzunehmender Player im Hardware-Bereich. Und ich glaube auch, dass die Nvidia-Krone, da ist einfach zu viel Geld drin in diesem im Thema, das sieht man auch am Aktienkurs, dass es früher oder später andere Firmen geben wird, die in das Chipgeschäft einsteigen und dort mit einen Teil von dem Kuchen haben werden wollen. Und ob sie dorthin kommen, weiß man nicht, aber sie werden es zumindest probieren. Und das ist aber auch gar nicht schlecht, ein bisschen Wettbewerb dort zu haben. Ja, super spannend. Jetzt hast du gesagt, so ein Roboter, ihr habt den gekauft, der kommt mit der SDK. Wie programmiere ich denn eigentlich so ein Ding? Also ist es so C#, ich schreibe da irgendwas runter oder Go oder was weiß ich oder irgendwie Rust, eine hardware-nahe Sprache, oder trainiere ich dort ein Modell und ich spiele dann einfach nur das Modell rüber und das macht alles von selbst? Also wie kann ich mir das praktisch vorstellen? Ja, ist in der Regel ist das so, viel davon ist dann doch Python-Code, den du schreibst, weil einfach das ganze Thema, weil da viel in Python in Effekt schon existiert, aber die Low-Level-Schnittstellen sind meistens C++, weil du einfach, wie du schon sagst, ne, dass du einfach dort eine höhere Performance hast, einfach, ne? Also wenn du dir das mal anguckst, was Python teilweise von Overhead hat, ist schon echt bitter. Deswegen Rust, wie du sagst, ist auch eine coole Sache, ne? Benefit von C++, was die Performance angeht, aber halt nicht die blöden Memory Leaks. Das ist echt eine feine Sache. Also da gibt's auch viel. Aber in der Regel, was du machst, ist, die meisten SDKs für die Robotiksysteme unterstützen auch ROS. Und ROS ist so ein, ja, das ist ein Open Source Projekt, ne? Das nennt sich Robot Operating System. Und aktuell ist da ROS 2, also ROS 2. Und die meisten davon unterstützen das und dann entwickelst du das in der Regel damit, weil du hast dann nochmal so ein Layer, weißt du? Und damit kannst du dann zum Beispiel auch verschiedene Robotiksysteme dann mal ansteuern. So, das nutzen wir halt viel, ROS 2, und da bastelst du dann solche Nodes, heißt es dann. Und da musst du da halt eine spezielle Implementierung für das Robotiksystem haben oder eine Node für, was weiß ich, dein Slam oder irgendwas anderes, was du so laufen lassen musst oder um bestimmte Modelle einzufügen. Und das verknüpfst du dann so, ne? Das war faktisch so ein Framework, was du dann nutzen kannst. Das ist ganz cool, das ROS. Gibt es noch was anderes, nennt sich OpenRMF. Ist auch so ein schöner Standard und da ist halt das Coole, das kannst du halt wirklich, OpenRMF ist direkt dafür gedacht, dass du mehrere Robotiksysteme koordinieren kannst. Ja, da geht's, das heißt Risk Management Framework heißt das. Sorry, das ist ein Fleet Management ist das im Endeffekt. Kein Risk Management, natürlich, Blödsinn. Fleet Management. Und mit diesem Flottenmanagement kann ich dann zum Beispiel verschiedene Robotiksysteme ansteuern. Das nutzen wir auch, weil wir natürlich, die Zukunft ist ja nicht, ich habe einen Roboter, sondern ich habe eine Flotte davon. Und ich habe spezialisierte Roboter für bestimmte Anwendungsfälle. Ja, ich habe dann zum Beispiel meinen Rasenmäher, also ganz sinnloses Beispiel, ja, im Haushalt Rasenmäherroboter und ich habe noch meinen Staubsaugerroboter und dann habe ich irgendwann mal noch meinen anderen Haushaltsroboter, der, was ich mir den Geschirrspüler einräumt, keine Ahnung und so weiter und so fort. Und die müssen sich irgendwie alle miteinander abstimmen. Und da kann ich dann zum Beispiel OpenRMF nutzen. Oder was wir auch machen ist, ne, wir haben zum Beispiel dort bei OpenRMF kannst du dann auch Attribute hinterlegen für deine Robotiksysteme. Zum Beispiel, okay, das ist ein vierbeiniger Roboter. Dieser Roboter, diese Instanz davon hat jetzt noch hier bei Boston Dynamics gibt es diesen Greifarm, ne, der hat diesen Arm noch. Der andere hat zum Beispiel keinen Arm, ne, das kann ich alles hinterlegen. Oder dann habe ich noch einen zweibeinigen humanoiden Roboter, der hat die und die Fähigkeiten und so weiter und so fort. Und dann kommt zum Beispiel zentral in mein System eine Aufgabe rein. Ja, wir müssen Bereich A, B, C reinigen oder weiß es ich, keine Ahnung. Und dann entscheidet dann das System, welcher Roboter ist zum Beispiel nah dran, welcher hat die entsprechenden Fähigkeiten und schickt die dann raus. Muss ja alles koordinieren. Und da gibt's dann halt auch so schöne Open-Source-Projekte wie OpenRMF. Und da setzen wir zum Beispiel auch dann oben drauf aus. Genau, das ist, ja, teilweise kannst du OpenRMF mit ROS nutzen, musst du aber nicht, kannst auch separat machen. Also das sind so diese Layer und diese Frameworks, die man da in der Regel so nutzt. Ja. Also es ist doch noch was zu tun. Das bedeutet nicht, ich habe einfach eine KI und die macht alles selbstständig, sondern ich würde wirklich noch mit Frameworks dort arbeiten. Ich finde das mit dem Fleet Management da auch sehr spannend. Stell mir das jetzt schon vor, mein Rasenmäher-Roboter, der tappelt immer noch da an seinem Koddel entlang. Und ich gucke die Zukunft, also wirklich erstaunlich. Es gibt ja mittlerweile schon einige so Rasenmäherroboter, die auch wirklich also visuell das machen, ne? Mit Slam faktisch, dann die entsprechend die Umgebung erkennen.
Ja, das ist halt immer so eine Sache. Das wird noch eine Weile dauern. Das ist ja auch immer eine Preisfrage jetzt im Consumer-Bereich. Aber gerade im professionellen Bereich mit unseren Kunden da in wirklich im Enterprise-Bereich, sagen wir mal Manufacturing und sowas, da sind wir schon langsam so an dem Punkt, wo das so alles Sinn macht, ne? Oder so Patrolling ist auch ganz häufig, was wir viel machen mit Kunden. Oder Brückeninspektion machen wir auch, ne? Verschiedenste Sachen. Also, da gibt's schon wirklich interessante Dinge, die da, mit diesen Robotiksystemen mittlerweile umsetzbar sind. Und wie gesagt, der Stack ist halt ganz verschieden. In der Regel ist es halt wirklich, wenn du dann Low-Level was mit hoher Effizienz machen willst, ist C, C++. Und dann hast du auch kleinere Modelle, ne? Du hast dann zum Beispiel ein Vision-Modell, was dann eine Kategorisierung macht. Was sieht der Roboter zum Beispiel, ja? Und dann, was ist das dann für eine Action, die dann kommt, ne? Da gibt's so diese Vision-Language-Action-Modelle. Da haben wir ja vorhin mal kurz über diese Vision-Language-Modelle geredet, ne? Diese Vision-Transformer, wo du faktisch ein Sprachmodell hast und da kommt ein Bild noch dazu mit rein. Und diese Vision Language Action Modelle ist im Endeffekt, du gibst ein Bild und einen Textprompt rein und hinten kommt eine Action raus für einen Roboter sozusagen. Ja, also Auge und Instruktion des Roboters als Eingabe und dann Ausgabe entsprechend. Was muss er jetzt machen für eine Action? Ja, ich sehe, Roboter sieht Glas, dann ist die Aktion, ja, greif es oder mach es kaputt, weiß ich nicht. Kommt drauf an, was du dann einstellst. Aber genau, das ist die Zukunft, was diese Steuerung angeht von den Robotiksystemen. Diese VLAs, diese Vision Language Action Modelle. Ja, auf jeden Fall spannende Zukunft, die da vor uns liegt. Und ich kann mir das gut vorstellen, dass die Smart Fabrics aktuell schon einiges davon umsetzen. Im Endconsumer-Bereich wird es noch ein bisschen dauern. Ich mache jetzt nochmal einen Schwenk. Du hast ein weiteres Trendthema mit in deinem Wirkungsbereich sozusagen, Quantum Computing. Kannst du mir und den Zuschauern das mal ganz kurz in knappen Worten erklären, was der Unterschied ist und was Quantencomputing denn eigentlich ist? Ja, also Quantencomputing nutzt faktisch die physikalischen Grundprinzipien der Quantenmechanik, um Informationen zu verarbeiten. Da muss man vielleicht kurz ausholen. Quantenmechanik kennt vielleicht ein oder andere, ne, so gerade 100 Jahre alt, so ungefähr. Das ganze Gebiet, ja, ist noch relativ jung, wenn man so diese Zeitspanne sich anschaut. Aber was alleine durch die Entdeckung von den ganzen Prinzipien und die Quantenmechanik, was praktisch passiert ist in unserem Leben, ist schon massiv. Ja. Viele wissen das gar nicht, was im Endeffekt da natürlich mit einhergeht. Aber was ist Quantencomputing? Quantencomputing nutzt, wie gesagt, diese Prinzipien und du arbeitest da nicht mit Bits und Bytes, sondern du arbeitest da mit sogenannten Qubits. Und diese Qubits sind Quantenbits. Und diese Quantenbits werden physisch repräsentiert als Partikel. Also du musst dir vorstellen, diese quantenmechanischen Effekte, die kannst du nur beobachten bei ganz, ganz kleinen Teilchen, wenn du so willst. Und da reden wir von Atomen oder Ionen oder Elektronen oder Photonen und alles solche subatomaren Partikel. Und die haben bei bestimmten Konditionen, zeigen die diese quantenmechanischen Effekte. Und das kannst du dir zunutze machen, um damit Computing zu erstellen. Und was man da macht, ist diese Qubits, die kann ich zum Beispiel, ich kann ein Photon nehmen und das ist mein Qubit. Oder ich nehme was halt auch häufig gemacht wird, sind diese ionisierten Atome, ne, ionized atoms. Oder es gibt auch neutral atoms. Es gibt so verschiedene physikalische wie die physikalische Implementierung, da gibt es ganz verschiedene Gebiete aktuell. Da wird sich irgendwann mal eins rausstellen, okay, das ist der Weg, der funktioniert. Wie gesagt, alles noch in den Kinderschuhen. Aber nochmal zurück zum Thema. Also ich habe dann zum Beispiel, sagen wir mal, so ein Photon, das ist dann mein Qubit und das kann ja bestimmte Informationen transportieren oder beinhalten. Ne? Also du musst dir vorstellen, das ist so bei so einem Partikel, der hat einen Spin, ne? Also eine Rotation, in welche Richtung das zeigt. Und damit kann ich ja die Informationen abbilden. Das Coole ist, dieser Spin ist ja nicht 0 und 1, nur wie beim normalen, regulären, digitalen Bit, sondern das ist ja faktisch, eigentlich ist das ja wie ein Zeiger auf einer 3D-Kugel. Das ist die sogenannte Bloch-Sphere, die Blochkugel. Ja, und das ist dann faktisch mein Wert. Das heißt, ich kann nicht nur 0 und 1 abbilden, sondern ich kann alle Werte auch dazwischen abbilden. Und plus obendrauf kommt noch, wenn ich die in den Zustand der sogenannten Superposition versetze, das kann man zum Beispiel rein praktisch, wird es zum Beispiel gemacht, da werden diese Partikel mit bestimmten Lasern auf bestimmten Frequenzen beschossen und dann kommen die in diese Superposition. Und dann kommt das wirklich Abgefahrene. Dann kann ich nicht nur 0 und 1 und die Werte alle dazwischen repräsentieren, sondern alles noch zur gleichen Zeit. Und das ist halt das Abgefahrene. Was das bedeutet ist, ich kann mehrere Zustände, also mehrere Daten, wenn du so willst, gleichzeitig abbilden und damit kann ich dann Verarbeitungen durchführen. Da gibt's dann bestimmte Gates, heißen die, ne? Da kann ich dann bestimmte Operationen auf so ein Qubit ausführen
und dann wird dann faktisch, wird der Zustand verändert sich so ein bisschen. Also es kann dann immer noch in Superposition bleiben. So, ganz praktisch, was kann ich damit machen? Ich kann dann zum Beispiel Optimisierungsprobleme abbilden, weil ich kann dann massiv parallele Verarbeitung kannst du damit im Endeffekt machen. Das ist der eine Teil. Ich habe Qubits in Superposition, das ist eine Komponente. Ne? Ich kann dann faktisch mehrere Zustände gleichzeitig abbilden und kann auch gleichzeitig damit berechnen. Kann ich, wie gesagt, diese massiv parallele Verarbeitung durchführen. Der andere Aspekt ist diese Entanglement, diese Verschränkung heißt das auf Deutsch. Entanglement. Das heißt, ich kann 2 Qubits miteinander verschränken und dann kommt auch das Abgefahrene. Da weiß man auch noch nicht so richtig, wie genau das Grundprinzip funktioniert. Aber im Endeffekt ist es so, wenn ich jetzt, ich entangle diese zum Beispiel Photonen wurde es gemacht, die wurden entangled, verschränkt. Und dann wurde ein Photon in die eine Richtung geschickt nach der Verschränkung und das andere Photon in die andere Richtung. Und ich glaube, es waren mittlerweile 50 Kilometer. Aber es sind mehrere Kilometer, wo die getrennt haben, faktisch. Und dann haben die aber nur bei einem Qubit, bei einem von diesen entangled verschränkten Photonen, eine Veränderung durchgeführt. Also zum Beispiel durch wenn es Photon ist, ein Lichtteilchen, durch einen Phasenfilter geschickt. Ne? Und der Phasenfilter dreht es dann faktisch. Und dann messen die aber beide am Ende. Wie gesagt, ich habe die Veränderung nur bei dem einen durchgeführt, am Ende werden aber beide gemessen und komischerweise haben beide die Veränderung durchgeführt, obwohl ich es nur bei einem applied habe. Ja? Und da ist auch noch nicht so ganz klar, warum das so ist. Einstein hat das Spooky Action at a Distance genannt, hat das nie so richtig geglaubt. Ne? Und mittlerweile gab es jetzt einen Versuch, ich glaube vom MIT, und da konnten die das nachweisen, das Doppelspalt-Experiment, Double-Slit-Experiment. Long story short, das führt ein bisschen zu weit, aber was ich hinaus will ist, Quantencomputing nutzt diese quantenmechanischen Prinzipien, Superposition, Entanglement und damit kann ich, wie gesagt, massiv große verschiedene Zustände gleichzeitig abbilden und kann dann sich Optimisierungsprobleme relativ gut lösen. Das ist relevant bei das Thema Drug Discovery, was das angeht, ne, so Proteinfalten, weil ich habe da massive mehrdimensionale Optimisierungsprobleme und da sind die halt gut, weil die diesen Optimisierungsraum faktisch gleichzeitig durchsuchen, wenn du so willst, ne, weil ich die ganzen Zustände gleichzeitig abbilden kann. Und im Endeffekt muss ich natürlich dann ein Ergebnis rausbekommen, deswegen muss ich das messen, dann kollabiert die Superposition. Und der Witz ist natürlich nicht deterministisch auch. Ja, das ist immer ein bisschen anders. Und da mache ich das so, dass ich das halt diese Berechnung mehrfach durchführe. 1000-mal, 10.000-mal, Millionen-mal, was auch immer. Und dann hast du so eine Gauss-Verteilung im Endeffekt und dann nimmst du halt den Durchschnitt so. Deswegen wirst du auch nie, ein Quantencomputer wird nie einen klassischen Computer ersetzen. Also ein Smartphone wird immer faktisch einen klassischen Chip haben, der wirklich deterministisch ist, wo 0 und 1 und so weiter alles beachtet wird. Aber bei Quantencomputer hat halt für bestimmte Probleme massive Vorteile. Das sind diese großen ungelösten Computational Problems. Wir haben da auch schon bereits Projekte umgesetzt mit Kunden für klassische Traveling Salesman Problem, also Routenoptimierung. Dafür gehen die halt wirklich hervorragend schon mittlerweile, auch mit kleinen Quantencomputern. Ist jetzt alles noch ein bisschen in den Kinderschuhen, wird auch noch ein bisschen länger dauern, als der Hype drin ist. Wie lange das dauert, wird sich zeigen, aber die Implikationen werden massiv sein, auch was Security angeht. Ja, der Security Scarcity Case, der ist mir natürlich auch bekannt, dass jetzt im Prinzip schon Passwörter und Zugangsdaten gesammelt werden, bis wir dann zu dem Zeitpunkt sind, wo die Security nicht mehr sicher ist. Also alle Krypto-Algorithmen, die im Moment noch standhalten, können dann durch die massive Rechenleistung quasi dann zunichte gemacht werden und existieren nicht mehr, müssen neue Algorithmen gefunden werden. Ja, wir hatten eingangs schon mal Blockchain angesprochen. Das war ja auch so ein Hype-Thema, wo alle draufgesprungen sind und dann ist irgendwann, außer die Crypto-Pros, ist es ziemlich ruhig geworden. Darum siehst du Quantencomputing irgendwie auch in die gleiche Falle laufen, dass wir jetzt das ganze Thema hypen und es irgendwann ruhig werden? Oder glaubst du, wir sind da noch am Anfang und das wird wirklich was werden? Ich glaube, wir haben so ein bisschen auch schon wieder dieses Valley of Delusionment oder wie auch immer das heißt, ne, das Tal der Enttäuschungen. Das ist auch mittlerweile so bei Quantencomputing so langsam angekommen, weil da, wie gesagt, da war so vor ein paar Jahren, war das so ein Hype drin und so ein Druck in dem Thema, wo er gedacht hat, ja, nächstes Jahr wird dann der große, fette Quantencomputer kommen. Also wir müssen ja mal sagen, wir haben jetzt Quantencomputer, die sind alle experimentell. Ne? IBM treibt das von der kommerziellen Seite natürlich massiv voran. Ich glaube, die haben jetzt auch einen Quantencomputer, der hat 1000 Qubits oder sowas. Aber du musst dir vorstellen, diese Qubits, um die stabil zu halten, musst du nahe den Nullpunkt kühlen. Ja, also 273 Grad Celsius, minus 273 Grad Celsius, also um die 0 Kelvin.
musst du das runterkühlen, in einem Vakuum halten und dann kannst du diesen Superpositionenzustand auch nur für Nanosekunden halten. Ja, das ist ja Wahnsinn. Also nicht mal Millisekunden. Teilweise bringen sie es jetzt so weit, dass es Millisekunden geht und so weiter. Also da wird noch viel, viel geforscht. Was ich sagen will, um so überhaupt so eine sinnvolle Berechnung in einem großen Skalierung zu machen, brauchst du einen Quantencomputer, der über 1 Million Qubits hat. Und das wird noch einige Jahre dauern. Da ist noch viel Hype drinne und ich glaube, das ist ein Problem unserer Zeit, dass immer alles so schnell und so viel gehypt wird, einfach um wahrscheinlich auch Investorengeld locker zu machen für die Startups, weil im Endeffekt ist das Thema noch lange nicht so weit, wie es manchmal gestellt wird. Es kann natürlich auch sein, dass nächstes Jahr jetzt der große Durchbruch kommt. Kann auch passieren, dass dann irgendein Material, ne, du musst ja auch vorstellen, es ist auch viel Material Science mit dabei, ne, dass der Materialien, was sind jetzt der richtige Ansatz? Sind es jetzt Ionized Atoms oder ist es, was Microsoft zum Beispiel mal mit den Topological Qubits, ist ein komplett anderer Ansatz, ne, anstatt Semiconductor. Also gibt es verschiedenste Ansätze. Das ist so ein bisschen wie, wo vielleicht Videorekorder rausgekommen sind. Ja, da gab es ja dieses Betamax und dann das andere System und das eine hat sich halt dann durchgesetzt. So, und es wird auch mit den Quantencomputern passieren. Aktuell ist der Hype, denke ich mal, schon ein bisschen zurückgegangen. Aber da ist in vielen Themen so ein Hype drin, auch was humanoide Roboter geht. Da ist auch so ein Hype drin. Man kann schon aktuell ein paar sinnvolle Dinge machen, aber ehe die Schwelle erreichen, dass du vielleicht mal einen Haushaltsroboter hast, der sinnvoll ist, da gehen noch ein paar Jahre ins Land. Ja, deshalb Bleeding Edge, deshalb in die Zukunft schauen. Super spannend. Wie gehst du denn eigentlich persönlich damit um? Also du hast in deiner Rolle ja eigentlich sehr viel mit Innovation zu tun und das sorgt natürlich auch immer für einen Druck für eure Kunden, vielleicht aber auch für Reply, dann immer wieder neue Innovationen zu finden oder dort neue Erkenntnisse zu finden. Wie gehst du mit dem Druck um? Ja, man ist halt konstant am Hustle, ne? Das ist halt wirklich so. Man muss immer dranbleiben, ja. Es ist einfach, man muss am Thema dranbleiben, man muss immer die neuesten Informationen haben. Da ist für mich einfach wichtig, dann auch immer entsprechende Quellen zu nutzen. Also vielleicht gleich ein paar praktische Tipps für die Zuhörer und Zuhörerinnen hier. Andrew Ng ist ein relativ bekannter ja, Experte im AI. Der hat einen Newsletter, der heißt The Batch. Da kommt einmal am Donnerstag und dann kommt er auch so zwischendurch noch ein, zwei Mal. Das nennt sich irgendwie Data Points oder so. Den kann ich jeden wärmstens ans Herz legen. Der ist immer sehr, sehr gut geschrieben. Der nimmt so immer die 3 bis 4 Top-Themen mit raus der aktuellen letzten paar Tage. Da kann man sich super informieren. Und dann natürlich ganz klar x.com oder Twitter gibt es auch, man muss nicht alles lesen, da gibt es auch schöne Listen, AI-Lists und so weiter. Da kann man den wirklichen Experten folgen. Es ist einfach Fakt, dass die immer das Neueste sofort, Sam Altman oder so von OpenAI und wie sie alle heißen, das Erste, was die machen, ist, die News teilen die auf X. Ne? Da muss man einfach da sein. Das nützt halt nichts. Und kann diese Informationen nutzen. Und das sind so die Informationsquellen. Da muss man immer dranbleiben. Wie ich das versuche, damit umzugehen, ja, ich schalte es dann halt abends ab. Ne? Irgendwann muss es auch mal gut sein. Aber man muss halt ständig sich informieren, das ist ganz klar. Und dann baue ich natürlich den Research Agent, ja, der mir das vielleicht ein bisschen einfacher macht. Ja, sehr cool. Ja, ich glaube, es ist halt auch spannend, weil du bist natürlich in diesem Themenfeld, wo es nicht viele Informationen gibt. Also jeder Normale, der irgendwelchen Tech-Themen hat, der geht halt vielleicht hier auf YouTube und guckt mal kreuz und quer. Und wenn die Themen so ganz neu sind, wo es noch nicht sehr viele Inhalte gibt, also das erinnert mich, wie du eingangs das beschrieben hast, damals mit der Xbox und mit Silverlight, da gibt's halt einfach keine Doku oder da gibt's noch nicht so viele Leute, die sich damit beschäftigen. Ja. Und da heißt es wahrscheinlich auch manchmal einfach ausprobieren und diese Research reinstecken. Ne? Auch ein guter Tipp ist, ich habe Arsch über mein Haupt, ich habe schon länger die Videos von ihm nicht mehr schauen können, weil einfach die Zeit fehlt, ist Matt Wolf. Matt Wolf hinten mit dem, also Wolf plus hinten mit dem E, Wolfie sozusagen, Matt Wolf bei YouTube, super Content Creator, macht echt gute Videos, macht er auch sehr gut und hat auch immer alle paar Tage so latesten AI News, sind so 20, 30 Minuten die Videos und macht er auch gut. Es ist auch wirklich so, dass man das anhören will. Ja, ich werde alles mit in die Shownotes quasi aufnehmen. Im Nachgang werde ich dann nochmal alles, du hast viele gute Tipps fallen lassen. Du bist natürlich jetzt in deinem Job Head of 3D und AI Practices, hast du natürlich auch Kundenkontakt und du brauchst natürlich Research. Wie balancierst du das aus? Weil es ist natürlich sehr wichtig, immer nochmal Feedback vom Kunden zu bekommen, aber auf der anderen Seite bringst du quasi die neuen Sachen mit rein. Wie groß ist der Anteil beim Kunden? Wie viel Zeit hast du für Research? Ja, also bei mir ist so meine Rolle, ich leite verschiedene Teams, die sich mit den Themen befassen, muss man ganz klar sagen. Also für mich ist es dedizierte R&D-Rolle, wo ich auch sehr dankbar darüber bin. Ich muss jetzt also nicht als Consultant in irgendwelchen Projekten mit Kunden arbeiten. Es ist natürlich schon so, wenn wir jetzt Kunden haben, die sind interessiert an diesen Themen, die wir machen.
Und häufig bin ich auch mit dabei in irgendwelchen Präsentationen oder Pitches und so weiter. Auch natürlich, um auch den Kunden zu zeigen, dass wir halt diese neuen Dinge auch machen und nicht nur die Standardsachen. Ist natürlich auch immer ein Mehrwert. Ne? Und wenn dann die Kunden natürlich kommen, dann sind wir dann auch mit beteiligt an solchen Projekten. Das ist auch ganz klar. Aber ich habe dann schon eher die Rolle, dass ich sage, ich koordiniere das und wie gesagt, bin da immer an dem Aktuellen dran. Aber ja, es ist natürlich auch wichtig, dass man das R&D ist ja schön und gut, aber wenn man sich da im Kreis dreht und nicht bei rumkommt, ist es natürlich auch nicht zielführend. Deswegen ist es für uns auch immer wichtig, dass wir an Dingen arbeiten, die auch relevant im Markt sind, die relevant für unsere Kunden sind. Und da gucken wir natürlich auf die entsprechenden Signale von unseren kleinen Partnern und so weiter, was sie dann zu uns bringen und versuchen dann auch entsprechend die richtigen Themen zu setzen. Und wie multipliziert ihr das bei Reply, wenn du jetzt irgendwelche neuen Erkenntnisse hast? Gibt es da Community of Practice oder hast du Genau. intern einen Blog oder wie organisiert ihr euch da? Genau, wir haben die Communities of Practices bei uns. Das sind halt, wie gesagt, diese verschiedenen Teams, was ich sage. Da gibt es zum Beispiel eins, das Thema hat mir jetzt gar nicht Zeit, groß zu reden. Das Synthetic Data ist auch ein ganz großes Thema. Synthetische Daten auch im Bereich Robotik ganz wichtig. Ne? Stell dir vor, du willst ein Robotiksystem trainieren, das ist zum Beispiel autonom dein Rasen mäht. Ja, dann kannst du ja gar nicht alle Rasentypen und alle Gärtentypen faktisch Daten rekorden und mit Video geht ja gar nicht, sondern simulierst du das in einer 3D-Umgebung oder mit AI kannst du ja auch schon mittlerweile solche Sachen rendern und erstellen, solche virtuellen Welten. Und da trainierst du dann alle Permutationen, die du dir vorstellen kannst, in Servern massiv, ne, mit synthetischen Daten. Das ist auch ganz, ganz wichtig. Und dann kannst du das mit Sim-to-Real, diese Simulation faktisch auf ein echtes System überführen. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, woran dass überhaupt diese humanoiden Roboter so weit sind und überhaupt weiterkommen. Das liegt daran, dass synthetische Daten dann eine große Rolle spielen. Wie gesagt, ich habe da verschiedene Teams, ne? Eins Synthetic Data, ein anderes habe ich zum Beispiel vor kurzem gestartet, Generative Search, ne? Befasst sich mit der ganzen Aspekt, wie verändert sich Suche im Web, ja, weil die Leute, Google spuckt ja jetzt auch schon AI-Results aus, ne? Hast ja vielleicht auch die News gelesen, immer weniger Klicks kommen auf die Webseiten, ja, was kann man da machen für die ganzen Brands und so weiter. Das ist so ein Thema, mit dem wir uns befassen. Und da haben wir, wie gesagt, dedizierte Ressourcen, aber es ist bei uns halt auch so, dass man sagen kann, okay, du kannst halt einen Teil deiner Arbeitszeit, sagen wir mal so 10-20%, dann für solche Themen zum Beispiel auch aufwenden. Ne? Also das macht dann jeder Replyer, die sind dann zum Beispiel wirklich auch in Kundenprojekten aktiv, aber die sagen, okay, einen Tag der Woche oder ein paar Stunden jede Woche will ich halt auch mit der COP an solchen Innovationsthemen arbeiten und darüber betreiben wir das faktisch im Endeffekt. Dann nehmen wir die Ressourcen, um dann auch so ein bisschen, ne, natürlich auch das Billable-Geschäft muss ja auch irgendwie Geld verdient werden, um das so ein bisschen weiß ich nicht, abzuwägen oder so, keine Ahnung, also auch um es zu finanzieren natürlich, ja. Ah, spannend. Ja klar, also es bringt ja nichts, wenn der Research nur allein in den kleinen Teams bleibt. Am Ende des Tages sind das natürlich auch gute Themen, um eure Kunden weiterzubringen und die Innovationen von morgen jetzt schon zu platzieren, weil es wird wahrscheinlich noch lang genug dauern. Deshalb ist es oft ganz hilfreich, früh anzufangen. Ja, sehr viele Daten, sehr viele Informationen. Wir haben jetzt schon 1,5 Stunden gesprochen. War wirklich der Hammer. Also die Zeit ist vergangen wie nichts. Und ich danke dir ganz recht herzlich, dass du mit dabei bist. Wenn jetzt Leute mit dir Kontakt aufnehmen wollen, dich finden wollen, was sind denn die besten Plätze? Wo kann man dich erreichen? Wo kann man mit dir Kontakt aufnehmen? Ja, Beste ist einfach LinkedIn, mein Name René Schulte, suchen, bei LinkedIn connecten und dann ist es vielleicht das Einfachste, sich darüber zu melden. X oder Twitter findet mich auch, habe das auch ein bisschen zurückgefahren, mache das nur noch tagsüber so ein bisschen am Rechner und so weiter, mache nicht mehr so sehr aktiv. Also das Beste ist am besten LinkedIn. Das finde ich immer am besten darüber sich melden. Und natürlich noch ein Punkt, fast vergessen. Habe auch meinen eigenen Podcast, ja, Shameless Plug hier. Digital Dialogues nennt sich der, mache ich mit Reply natürlich. Könnt ihr mal suchen, Reply Digital Dialogues, findet man auf den ganzen Podcast-Plattformen. Bisschen anderes Format als deins, ist ein bisschen kürzer und auf Englisch und so weiter und so fort, aber versucht halt auch immer, das ist halt nämlich auch immer interessant, ich versuche da auch mit Experten zu reden. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich lerne da auch immer ganz viel, wenn ich mit den Leuten dann rede. Das ist auch immer cool irgendwie, deswegen mache ich das auch so ein bisschen mit. Aber genau, kann man sich auch angucken, Digital Dialogues, Reply. Ja, perfekt. Hätte hier auch auf meiner Liste gestanden, dich danach zu fragen. Du hast es vorweggegriffen, passt für mich sehr gut. Und ja, muss ich sagen, solche Gespräche wie jetzt mit dir, die kommen natürlich nur zustande, dadurch, dass man einen Podcast hat und dass man es einfach mal probiert. Und deshalb nochmal 1000 Dank, dass du auch so spontan zugesagt hast, dass du dir die Zeit genommen hast.
Und an alle anderen, danke auch, dass ihr zugehört habt. Schreibt in den Kommentaren, wie ihr die Themenauswahl fand, wie ihr das heute, das Gespräch fand. Ich fand es auf jeden Fall mega spannend und ich verbleibe bis zur nächsten Episode. Bis dann. Ciao. Ciao, ciao.